beziehungsweise mit der Technomancer, so gesagt. Starten wir in die Börse. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt bisher nur noch der Technomancer erstmal rausgebracht. Was irgendwie daran liegt, dass mich das doch teilweise mehr reingezogen hat, jetzt in die Story mit, als jetzt Valkyria Chronicles. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich ja bei Valkyria Chronicles den Anime schon mal sah vor ein paar Jährchen, sag ich mal. Und deshalb ja den Verlauf der Geschichte selbst zumindest ziemlich gut kenne eigentlich in Valkyria Chronicles. Auch wenn ich natürlich nicht spoilern will oder werde, da bleibe ich immer recht vorsichtig. Also ich vorsichtig zu bleiben. Und ja. Außerdem liegt es vielleicht auch daran, dass ich das immer übersetzen muss. Im Englischen ins Deutsche sozusagen, die Dialoge, damit zumindest die das dann wirklich, die Leute, die das schauen, die deutschen Leute, die das schauen, ich glaube Engländer hören sich das sowieso nicht anschauen, weil ich ja noch Deutsch rede. Selbst wenn das Spiel japanisch Sprachausgabe ist und englische Untertitel hat. Beziehungsweise mit japanischen Sprachausgabe gespielt wird und englischen Untertitel hat. Und das ist doch, ich will jetzt nicht sagen extremst anstrengend, aber schon ein bisschen anstrengend, das dann zu übersetzen, weil es ja mehr klare Sätze hin und wieder sind. Vor allem die Cutscenes sind meiner Meinung nach mit am schwersten zu übersetzen für mich, weil ich da einfach nicht einen Stopp habe, wo ich dann irgendwie ja, mehr Zeit dafür habe, das ganz richtig dann komplett in meinen Kopf erstmal, also ich verstehe es auf Englisch, aber das Übersetzen, das geht eben nicht so gut. Hello? Hello. Looking for some medicine? Drugs? Ingredients, maybe? Ja. Das heißt, es geht nicht so gut, aber es ist eben wirklich so, dass insgesamt gesehen nicht ganz so bravourmäßig nicht so ganz bravourmäßig übersetzen kann. Ich will jetzt damit meinen, ich verstehe es ja selbst in Englisch. Ich kann das einfach in Englisch lesen, das meiste verstehe ich davon. Bis zu einzelnen Wörter würde ich dann mal suchen. Aber dass die eben selbst auch dann noch zu übersetzen ins Deutsche, dass es dann auch noch einen Sinn ergibt im Deutschen, das ist eben das Seltsame. Das ist auch ein wenig komisch, weil ich verstehe es ja in Englisch. So. Aber ich verstehe es auch wirklich quasi nur in Englisch, aber kann das jetzt nicht direkt in Deutsch übersetzen. Es ist so, als würde ich Englisch einfach verstehen. Wenn ich das dann lese, wenn ich zumindest die Untertitel mit dabei habe. Jetzt nur Englisch als Sprachausgabe. Ich glaube, das ist noch wesentlich schwieriger für mich zu verstehen. Das war wirklich wesentlich schwieriger. Oh! Interessant. Weiter. Und ja, das liegt, glaube ich, daran, weshalb ich jetzt hier öfters nichts mehr spiele. Technomancer. Techno. So. Reicht. Lieutenant, sorry to bug you, but I gotta talk to you about something. Okay. Look, Lieutenant, maybe it's just because I'm not used to life in the city, but... Cut to the point, soldier. I think we're being tailed, sir. I think someone's been watching us, but I don't know why. All right. Any ideas how to figure out who it is? Hell yeah. I ain't no hunter for nothing, sir. I'd say we could leave from, say, the barracks or something and head towards the exchange. But, you know, act casual like it's just another day. We just treat it like we're out for a walk.
Then, once we know we're being followed, we lead him to a trap down a dead-end road. And pow! You've got him. Or her. Whoever it is. That's one way to go. Alright, why not? Let's try it. See what happens. Okay, interessant. What can you say about Anton Rogue? Not all that much, I don't think. Head of the Voorhees mob, yeah? Heard he's not exactly a good man, and, you know, being a soldier. Okay, das haben wir schon. Ja, eins mitgenommen. So eine Hochbogenpistole. Lieutenant? Interessanterweise hat David Ward mir nichts zu sagen. Nur Mr. Hunter. Upsala. The hell? Fucking fallow? Hell you want, huh? To find your chief. Mara? You want Mara? What are you? Fuck it. Ain't my fight. You'll find her there if you want to find her. Hope she gives you what you're looking for. Slums. Jetzt mehrere Optionen, interessant. Was die eine Option ist. Die eine Option wäre ja. Warte, ich kann da nicht rüber. Schweinerei! Was ist für mich? Warte. Ja. Technomancer habe ich jetzt eben von der Story her ein bisschen mehr weggepackt. Und deshalb spiele ich jetzt erstmal für Technomancer. Relativ durchgängig. Das ist Mara Rogue. Okay. Mach mal. Ach, mach ich das nicht an, okay. Entweder ich gebe es in die Obhut der Rogues. Oder ich hätte noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht kann ich das sogar in die Obhut der Technomancer geben. Einen Moment. Mhm. Mhm. Oder oder Elisa Major, also Kapitän. Die Captain aus, wie auch immer. Okay. Ja, auf jeden Fall Captain Elisa könnte man natürlich auch Bescheid sagen, aber ich glaube dann doch lieber die Rogues. Ready to try your plan out? Ha! Yeah, absolutely, Lieutenant! Alright. Just out on a stroll, right? Yeah, just a stroll. He won't suspect anything. Let's head out this way. We should probably go right now. Don't tell me we're following that idiot. Come
Come on now, Dave. It's not very nice. I just want him to shut up. Please, tell him to shut up. We can head down this alley and over towards the archives. We'll pass security, and there's a chance he might get suspicious, but I think we'll be fine. Did you hear? They finally got the psychopath who took a hostage. Oh? How? A Technomancer officer. The whole thing was completely nuts. That lunatic only did it so they'd wipe his gambling debts. Can you believe it? Don't look now. Pretty We'll gain easy the to tail, believe when Lieutenant. you know who takes Let's just care keep of heading those this way a debts. bit further, I Or think. you don't mess I'll prove around I when was you owe right. them serum, no matter Sure. how small. Okay, das habe ich nicht ganz mitbekommen. Guck mal. Jedenfalls haben die sich auch mehr unterhalten, wie ich mal wieder Arbeit gemacht habe. Yeah, there we go. He's following us. Just gotta keep him with us until we get to the dead-end street past his checkpoint. We'll corner him there. Dead end's right there. We just gotta get him in there, and we'll have him trapped. You'll finally know who our spy is, Lieutenant. Who the hell are you? Why are you following us? You got nowhere to run. You're surrounded. Fuck! Ey, das ist die Agent. Natürlich. May find something that'll help explain why he's tailing us. What the hell is this? Looks like a notebook. And I'm willing to bet it's Alan Mancer behind all this shit. Looks like the little rat reported me to the ASC. What? Really? Why would another Mancer tell on you? And for what? You're a great lieutenant, sir. You haven't done anything wrong. Yeah, well, let's just say Alan's not exactly a fan. But this time, the little shit's gone too far. He's gonna give me an explanation. What did that Technomancer have said to put the ASC's crosshairs on you? You seem like a pretty nice guy. Hey, watch your mouth. Don't ever hint at the lieutenant doing anything wrong. Whatever they say he did, it's just political bullshit. Of course. I'm sure this kind of thing doesn't happen to you often. Hypothetically, what would happen if I reported you? You think you'd get sacked? That's not funny. Reporting someone is a serious claim. Both of you shut up. Jetzt beide den Mord. Ach ja. Ich finde es interessant, dass man hier in der Technomancer erst mal Schüler ist. Eigentlich und eigentlich meiner Meinung nach weiter nur einer ist, selbst wenn man jetzt Lieutenant ist. Ich weiß nicht, in Deutschland, wenn man den deutschen Ausdruck nehmen will. Und in Mars Warlocks schaut der eine Begleiter, den man da hat, zu Dingsbums auf, zu denen, den man da spielt, zu Void Camp. Ich meine, das ist nicht Connor. Was soll ich nicht ganz genau? Auf jeden Fall. Hello, Alan. Zachariah Rogue. They haven't sent you to die at war yet? A damn disappointment. The little bird handed me some notes about a spy authored by a little rat. The rat should leave me alone and cut the shit out. Immediately. I'm not sure I like your tone, Rogue. I have more important things to do than waste my time with the likes of you. I should have known you wouldn't own up to your own lies. That would take courage, which you're lacking. A rogue will never live up to the reputation of a real Mancer, and it's high time someone showed you. Oh, I've been waiting for this. Also. Das sicher doch. Das finde ich jetzt ein wenig bescheiden.
Nur weil ich jetzt hier die Fähigkeit total versaut habe, mit der ich übelsten Schaden hätte machen können. Ah. Gut, wir können zumindest gerade hier neu starten. Hello, Alan. Zachariah Rowe. A little bird hint. I'm not We should... a rogue. So, ja. Nice. Oh. What the... Was war das denn für ein Angriff? Stop this madness at once. Have your senses left you, Zachariah? Is this how I taught you? A technomancer fighting with students. I'm sorry, Master. He started it. What did you want me to do? As for you, Alan, your constant provocations will one day find you an early grave. Don't fancy me a fool, for the fool is you. Try something like that again, Alan. Please, try it again when no one's around to bail your sorry ass out. +3. Variante Beziehung. Okay, Erfahrung halten. Hello, Alan. Zachariah Rowe. Okay, auf jeden Fall haben wir da Chefs Vertrauen. Also wir hatten ja diese Vertrauen Selbstbeweisen noch nicht. Jetzt haben wir's. Gut, gut. Ich will jetzt keinen Beziehungsbonus oder so etwas. Passiver Bonus. Allerdings will ich jetzt eigentlich immer noch nicht den Doktor irgendwie gut nehmen, weil ich den nicht mag. Ich finde ihn ganz schön nett, weil er auch einfach so crazy ist. Aber einfach mit daran, dass ich glaube, dass die irgendwie nicht mehr bis nach der Ewigkeit meine Begleiter sind. Dass sie irgendwie so einen Willenbonus nicht haben. Ich glaube es, nicht, dass ich das weiß. The opponents of the Assembly are becoming more and more reckless. I heard they become so ballsy that they're planning to blow stuff up. Come on, you know that's bullshit. Don't believe everything the secret police tells you. They're not terrorists, they're paper-pushing idealists. Maybe they've changed. Maybe. Maybe they've been infiltrated by spies from Aurora. You're just being paranoid. If there were really spies from Aurora in town, the secret police would be on top of them. They're not gonna waste time on poets and dreamers. Hätten auch da lang gehen können. Oh, ich Idiot. Was soll's? Jetzt mal hier lang. Ja, was dort? Die Slums betreten. Also man muss eigentlich ganz schön viel in den Slums machen. Der Börse hin und wieder auch mal ein wenig, aber das meiste haben wir, glaube ich, bisher wirklich in den Slums gemacht. Sowohl was Hauptaufgaben angeht, als auch was Nebenaufgaben angeht. Und Untergrund hatten wir so einige Nebenaufgaben. Aber ich glaube immer noch nicht so viele Nebenaufgaben hier in den Slums. Na, ich gebe es lieber einer Rogue als einer Wegschule. Was ist denn dieser? You, Mara? Yeah. What's it to you, dick? Charming. I helped the young lady escape from a warehouse where she was being tortured. She can't even remember her own name. Wow, you're a hero. Thanks for the story. She was one of yours. You found Talia? If you found her, fuck. This would be the first damn time I'd ever owe any guy anything. You bring her here, whether she remembers herself or us or not, if it's her, she's one of us. Family. So yeah, we'll take care of her. And the assholes who fucked with her too. Just glad to finally find her a home. There's a merchant in the exchange quarter. Name's Fiorello. He's been taking care of her. Send someone to get her. Tell him I sent you. And what's your name? To tell him? Zachariah Mancer. A good name.
one I won't forget. We don't have many friends with dicks around here, but I'd like to consider you one. Thanks for bringing our sister back home. Bye, Mara. Okay. 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 Ich meine, gut, er hat sich eigentlich für das Gute entschieden oder richtig entschieden, aber heilige Scheiße. War das? Nee, das war eigentlich nicht. Wobei. Nee, war es nicht. Dadurch sind wir trotzdem automatisch gegen die Vori vorgegangen. Und auch gegen Überfluss? Why? Ach so, natürlich. Wenn man die also Daten hätte nehmen können. Aber das mit den Vori, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Das ist jetzt gerade ganz schön krass. Erstmal so, Statistiken. Vori sind noch verdächtig zum Glück. Überfluss auch noch freundlich, aber trotzdem, Minus ein Bruder, das ist schon ein bisschen was. Und was ich bei den Vori eben hoffe, ist, dass wir nicht noch geringer fallen. Weil ich will jetzt nicht sagen, dass die Vori die übelsten guten Typen sind. Aber ich glaube, sie sind zumindest vielleicht ein ganz klein wenig besser als Überfluss. Oder zumindest auf einer Stufe zu stellen, was die direkter vorgehen. Ich finde, direktere Vorgehensweisen sind doch ein bisschen besser. Als so was Verstecktes und Einflüssliches. Hey there. Officer, hello! What can I do for the fine officer today? Check out my merchandise. I have everything you'd ever need for hunting. Hey there. Just came by to let you know Fiorello's back in the exchange, and he's got your merchandise. Now, that is some very good news. Thank you. I'll send my assistant right away. Okay. Jetzt will ich nochmal was gucken. Was? Der Kerl von dem Vori ist gar nicht mehr da. Etwas strange. Das ist der Anführer der Opposition. Das wäre der Anzeigebug. Ich versuche mal ganz kurz zu schauen, wie ich noch zu den Vori finden kann. Der mich jetzt nicht mehr reinlässt. The slightest move, you're a dead man. Jetzt hier rein. Oh. Ich gehe rein. So. Ja, das ist doch da. Aber nicht mehr angezeigt. I heard you put an end to the smuggler's trafficking, Mr. Mancer. I am disappointed. Why's that? My concern? Oh no, I simply admired the man. Not for the income he scraped from his beggar army, but rather for the pressure he managed to put on the merchants without lifting a finger. With that said, anything having to do with crime is my concern. Maybe you will remember the next time before you stick your fingers in my pies. Now tell me, what do you want? Selbst der Schmuggler-Typ? Really? I gotta go. Then go. Alter Schwede. Mr. Mancer, the sight of your face is... I gotta go. Then go. Ich finde das krass. Selbst der Schmuggler-Typ ist hier der übelste Dude gewesen. Also, was heißt übelste Dude, aber ich denke mir, ihr wisst, wie ich das meine. Also den Typ, der zwar nicht direkt für die Vori vielleicht gearbeitet hat, aber zumindest geholfen hat, gegen die Hände auf der Börse vorzugehen. Oder dass die dort ein wenig genervt werden und so weiter, was er toll fand. Vielleicht haben wir jetzt wieder Ruf verloren. Vielleicht hätte nicht so viel gehen sollen. Also das sein, dass die mir jetzt schon feindlich gesinnt sind. Ich weiß nicht um die Glaube. Aber noch verdächtig. Zum Glück noch nicht feindlich, ey. Jetzt erstmal auf zu dem Lobquest-Typen. Das würde ich ja auch noch jetzt endlich mal angehen nach langer Zeit. Rebels are close. I need to get closer to hear what they're saying. Just gotta keep this straight and stay hidden.
Where's the next action going down? You heard anything? Operation Cut's going off in a few hours. Bulgakov's taking care of it. Taking a bomb down to the train station in one of those military bags. With all the troops moving around the area, nobody will even look twice. Fucking regime won't be able to ignore us after that. Freedom or death, right? If they're trying to hit the train station, Lieutenant, we gotta stop them. Do you know how many people they're gonna kill? And we'd be cut off from the other cities and Abundance's enclaves. Holy crap, even the aqueducts would be shut down. Shadows, can't that one shut up? Who gave us this newbie? Shut up! I wouldn't put it that way, but yes, David is right. It's better if people don't know what we're up to. Panic, coupled with a bomb, could end badly for everyone involved. Okay, Moment. Was ist jetzt? Ich höre, dass die Bombe explodiert. Ich höre jetzt bestimmt dorthin. Okay, gut. Spiritus! Spiritus! Ist der Weg? Nur sprinten. Also ich dachte ja eigentlich, die Opposition wäre etwas besser, aber nein. Das ist sogar ziemlich... Ich meine, das wäre wirklich... Also das ist wirklich scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ja, klar, gut. Wenn man sowas erwirken will, geht's immer irgendwie was drauf, aber schon ganz schön Kollateralschaden, würde ich sagen. Wir haben es alles geschafft. Suchen. Gegenstand gefunden. Serum. Schnell hier machen. Schnell speichern. Wie viele sind das denn die ganze Zeit? Er hat nichts, der hat was. Er hat mir noch nicht mal mehr geholfen, der Kerl. So dort. Arbeitlose und nettes Handwerk. Aber kann man gegebenenfalls recyceln. Material. Jetzt ja, müssen wir da lang. Noch mehr hier. Echter Magier. Okay, wir haben es geschafft. Schon viel Serum. Serum. Leave this bag, please. It belongs to you? Yeah, I figured, but I was expecting... A man? Sorry to disappoint. But since you're here, minding my business, maybe I should introduce myself. I'm Bulgakov, one of the leaders of the opposition army. You gonna arrest me now? Arrest you and take that bomb before it does any harm to the city.
You don't have a damn clue, do you, officer? That bomb was never meant for the city. This is our city, too. It was meant to take out the access roads to the city, to block the army convoys. It's time this fratricidal war finally came to an end. You think we're fighting for Aurora? You're wrong, officer. The opposition is made of patriots, and the war we're losing is making the true patriots weaker, while the politicians and their secret police grow stronger. You're no patriot. A patriot would let her voice be heard at the assembly of the people, not set off bombs in the city she claims to love. You couldn't possibly be that naive, could you, officer? Ask around. See if you can find just one person who dared to speak up at your precious assembly and is still around to talk. The only voice ever heard from is the Watchers. The rest are silenced, and will continue to be until only the ASC agents remain. Stay suspicious of me. It's your right. But I don't lie, officer. I'd never hurt the people on purpose. I only ever wanted to free them. Let me. Don't stand in my way, because it's the only road to a better abundance. Hier ist die Bombe behalten und sie gehen lassen. Oder abnehmen und sie verhaften. I hope I'm doing the right thing. Go on. Go! But leave the bomb. I trust you enough, but not that much. I hear you. Thanks. And goodbye, officer. Beware the Watchers. Sehen. Okay. Okay. GG. GG! Ja. Also, ich find's gut. Ich find's ehrlich gut, weil sie hat teilweise schon recht. Das mit der Bombe wäre allerdings wirklich scheiße gewesen. Deshalb finde ich gut, dass sie die behalten konnten. Aber sie hat zumindest übelstes Recht, was das angeht, dass, sie hat recht, was das angeht, dass, wie soll ich das jetzt sagen? Dass Überfluss ganz schön scheiße macht. Ja, so kann man es, glaube ich, teilweise sagen, würde ich sagen. Seltsam. Finde, dass die Bombe explodiert. Den Anführer der Opposition. Gut. Wir haben verhindert, dass die Bombe explodiert. Wir haben den Anführer der Opposition gefunden. Wir haben einen Ruf dafür bekommen. Jetzt mal die Fioretto erstmal. Ich gehe dann auch gleich noch zu Jean. Jetzt haben wir hier erstatte Captain dieser Bericht. Okay. Wir hätten sie trotzdem verhaften können, aber hätten wir die Opposition komplett ausgelöscht. So finde ich das jetzt. Oder zumindest vom Großteil völlig ausgelöscht. So finde ich das jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht. Ich will mal kurz was gucken. Hier. Gleich plus 10 Ruf und verdächtig zur Opposition verdächtig. Meist sollte man natürlich vermutlich immer noch den Technomancer vertrauen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja sozusagen schon fast eine Art Paladin, ne? Das kommt es mir so vor. Hey there, Fiorello. Ah, the one, the only Zachariah Mancer. A pleasure as always. What brings you here this fine day? Das will ich auch noch machen. Moment, das mache ich dann danach. I found your clients. Told them you had their merch. They'll come pick it up as soon as they can. Thank you. Thank you so much. Please, take this. As a token of my appreciation, it is not much for all you've done for me, but it's something. Ah, 50 Euro. I found out where the girl's from. That is great, great news. Not for her, unfortunately. Turns out she was part of a female gang trying to come together as a rival to Anton Rogue's outfit. Fight barely lasted a round, but clearly it annoyed Anton enough to have one of them kidnapped and tortured to send a message. So what happens to her now? Just sending her back to her friends. One of the girls will probably come get her.
What's the point of trying to hold her accountable for things she doesn't even remember? And she's already suffered enough. You surprise me, officer. Open-minded, compassionate. A rare breed in your field of work. Sad to think she will just return to the streets. But what's to be done? Here, take this, for all your trouble. I hate to risk exploiting your kindness, but if I may. Go on. Since our little misadventure the other day, I'm always looking over my shoulder, feeling that those mob types are breathing down my neck, fearing I'm less protected than I ought to be. Then you want bodyguards. In a sense, but understanding that no ordinary citizen of abundance would suffice, and that such a task for you would be an insult, I was thinking that perhaps a strong mutant might do the trick. Word goes around that one might be able to make such an acquisition from the mutant pen in the slums. If you might make the trip for me, I could compensate you for the price of both the mutant and your time. I'll see what I can do. Thank you. Again, thank you. What made you want a mutant for a bodyguard? All over in my travels, I saw merchants with mercenary companions. People who had abandoned their high rank in a corporation for the chance to travel. For serum. Hired thugs, loyal only to the serum they are paid in. A dangerous circumstance. And one that often saw those thugs turn on their employers. A mutant, however, may be less intelligent, but far more loyal. At least if fed well. And just look at him! The personification of intimidation. His size alone tells the story. Can I ask what corporation you're from? You can ask, but you may be disappointed by the answer. None. My parents were traveling merchants like me. The road is my home. Always has been. But not to take anything away from your corporation. Its technical miracles, beautiful city, and all the rest. But I don't think I could ever settle down. There is freedom in having no ties. So how does it all work? You merchants trade with each other too, or...? Our lives would be impossible otherwise. The travel required to collect the vast array of goods we purvey would be impractical, to say the least. For instance, a fellow merchant is traveling to your hydroponic farms as we speak, and is gathering goods that he will swap with me to bring back to Alliance's territory. And there are other merchants who trade goods with me from territories even further away, and on and on and on. We would be at a loss without each other, so we stick together. A big family, in a way. Mehr oder weniger. I can't imagine everything you've seen. How far have you gone? We can't really leave the shadow paths, but those ways connect nearly all the big cities on the planet. That said, my travels usually take me to Junction Complex, Alliance's main city. A place that would surprise you, I should think. Filled with mechanization that the corporation has rather strangely invested so heavily in. I've also been to Shadowlair. Its center is far more baroque, and its slums boggle the mind with how far they stretch. But Abundance's explorers, I know, have gone much further than I. To the ends of the planet, I hear. Maybe one day you might join them on an expedition. Experience the world yourself, rather than just hearing of it secondhand. Ich finde es gerade interessant, also die Alliance ist noch eine Fraktion. Dieser Stadt eben, die scheint sehr mechanisiert zu sein und alles, also wohl noch mechanisierter als diese Stadt hier. Aurora ist dann die Fraktion, mit der man im Krieg ist, zumindest mit der Überfluss hier im Krieg ist, also Überfluss heißt, ich weiß gar nicht, wie die Fraktion nur Überfluss heißt. Aber die jetzt Themen über die Stadt Osiris, nicht Osiris, Ophir, Rumor wie is das you heißt. merchants have a secret city hidden somewhere. Ah, yes. The cave we open with the utterance of a magic word to protect our troves of treasures. A tale, Mr. Mancer, nothing more. We are merchants. What goods we have, we sell. To buy more goods, which we sell, and so forth and so on. There is no secret in our ways, or treasures hidden in faraway caves.
So. Soll ich ihm das glauben? Auf jeden Fall, ja. Dies, das, Carpenter. Das ist schon interessant. Und dieser Schattenhort, wie ist die eine Stadt? Das ist die Frage, zu welcher Station die gehört. Das habe ich so nicht, nicht gesagt. Ja, schon. Danke. Jetzt gerade Tag, dann bist du dann offen. Also unterwegs zu sein, so den machst du sowieso viel angenehmer. Prost. Genau, jetzt will ich erst mit dieser reden. You already back, Lieutenant Zachariah? Where the hell's this shadow path? And how they managed to build tunnels into Ophir? It's out by positions we lost to Aurora months ago. We may have occupied the area, but we had no idea about the tunnels. Maybe they were built by Aurora after they took control. Or maybe they were already there and the shits just stumbled across them by accident. Quite frankly, I don't give a damn why. We just need a solution. And it'd be a hell of a lot easier to close it off at the source than trying to find our way through the Underworks labyrinth. So what are we up against? Not in detail, but I'm sure it's nothing you can't handle, Lieutenant. Soldiers and the like, including your Aurora counterparts, Technomancers. I hope that won't be an issue for you. I know you all see each other as brothers and sisters, but they're not, Lieutenant. They're your enemies, and I trust that you'll have no problem treating them like that. Who's Amelia Reacher? You really don't know her. She's an icon of abundance. Its poster child. Youthful and courageous. The daughter of one of Abundance's great discoverers. And one of the few people who can fix and drive the rovers. Okay. Captain, report? Go ahead, Lieutenant. The insurgency's been quelled. What about this pain in my ass, Bulgakov? Let me start with the good news. We stopped Bulgakov at the station before they set off their explosives. Bad news? She slipped away before we could grab her. Starting with the good news doesn't make it any less of a failure, Lieutenant. The ASC's gonna try to rip us a new asshole over this. But the fact that they said Bulgakov was a man and not a woman might give us a bit of ammo to fire back with. I'm still pissed. But there's no telling how many lives you saved today. So go find Quartermaster Ryan and collect your pay. Let's keep the fuck-ups to a minimum, though, going forward. Only so many times I'll be able to cover your ass with the ASC. During their assassination plot, Aurora's diversion attempts destroyed some of our city's roofs, forcing us to evacuate blocks of citizens to protect them from the sun. We need the repairs done, and done quickly. But instead of working on the repairs where they're damn well needed, the fucking mutants have now chosen to revolt. Put an end to it, Lieutenant. Get them back to work so our city can get back to living. Will do, Captain. Before you go, Lieutenant, I want you to know, your professor, Captain Technomancer, leaving the city for the front. Might want to go say goodbye. Thank you, Captain. Appreciate it. War ich kurz aufgegraben. Ich habe jetzt das mit sie nicht ganz gelesen, aber scheinbar, ja.
Geht ja bald. Und ja, da sollten wir noch mit ihm reden. Und was war jetzt noch? Genau, wir haben jetzt wieder eine weitere Hauptquest bekommen. Das wird Aufstand. Interessant. Das wird immer interessanter. Aber so eine Hauptaufgabe, verabschiede dich von Zielen. Sean. Hi. Lieutenant, how can I help you? Captain Eliza told me to come find you for my pay. Indeed, I've been expecting you. Here you go. Datenbeinschienen. Das wäre so Datenbeinschienen, wenn ich Technomancer Zeugs brauche. Sieht natürlich besser aus mit dem Teil. Geben mir auch ein bisschen mehr Schutz, aber wenn es besser aussieht, das jetzt anziehen. Nee. Das ist ein Technomancer. Die Linksbums. Aber ich weiß, dass jemand von den anderen das hier vielleicht sagen kann. Zum Beispiel der David Ward. Also das. Achso. Kann das beide schon, oder? Ich bin kein Soldat, ich bin Technomancer. Ich bin Major. Zack, zack, zack. Da lang. Und jetzt schon. An die Arbeit. Betritt den Reparaturbereich. Kampf und Überfluss bringen. Gegenangriff geht zurück zum Ohr. Verabschiede dich von Sean. Sean B. Nein, natürlich nicht. Ja, aber ich, na gut, das mache ich jetzt später. Zachariah, so your captain told you I was heading out, did she? I should be grateful. It is good to see you. Perhaps for the last time. I'm leaving for the front, as is expected. I wish you could stay longer. Wish that I could as well, if not only to appease my concern for you. But their will moves more than my desire. So they separate us, as they always have. To keep us divided. And I fear to further isolate you. Stay wary, mindful. You are in their sights, my dear Zachariah. You are the newest initiate, the youngest. And so, to them, the most attainable. The shortest route to knowing our secret. Such is our world. We are pawns in a chess game played by imbeciles, clinging to nothing but illusions of power. The real power that illusion brings. Take care, Zachariah. Take care. I will. My word. Until we meet again, Master. I'm afraid this is more of a farewell. And it's Sean. Forget me not. Schon wiedersehen. It is always sad to see a friend leave, especially when you know that he's going to risk his life every day. You must be feeling very lonely. It is up to you to earn a new friend to support you through hard times. A friend powerful enough. Have you thought about my request? What's little secret shared against a strong friendship, after all? I would be honored to have you among my friends, Colonel. But alas, I don't know what secret you're alluding to. I'm sorry. A pity indeed, because you will find out soon enough. While I can be a great friend, I can also be a fierce enemy. See you later, Lieutenant. Also, diese Victor. Ganz schön krass. Der Victor. Und es geht immer weiter mit der Story. Der Victor entwickelt sich meiner Meinung nach immer weiter zu einem Antagonisten. Jetzt Hauptantagonist, das weiß ich noch nicht. Kann aber gut sein. Auf jeden Fall zählt Victor mit zu den Bösen. Zumindest kommt mir das so vor. Natürlich kann man sich nur mit denen zusammenschließen, aber das ist ja quasi die Kraft, die dafür sorgt, dass
ist ja der Kopf der Kraft, die Art NSA-Klon ist. Nur in noch schlimmer vielleicht. So könnte man jetzt das ASC vielleicht vergleichen mit ja, Moment, was auch noch? Mit, Dingsbums hier. Wie heißt es denn? Jetzt bin ich verwirrt. Mit dem ASC. Nur eben, ASC ist sehr schlimmer. Anton Rogue hat eine Aufgabe für mich. Vielleicht mal eine, die nicht so schlimm ist. Kann ich nur hoffen. Ja. Mr. Mancer, the sight of your face has started to give me agita. To what do I owe the displeasure this time? I just wanted you to know my services are available for a price. Interesting. A question, though. Is it really the pay you're after, Mancer, or could it be the adrenaline? Those old graybeards at the source boring the living hell out of you yet? I don't remember inviting you into my business. If you need me, just pay. A Technomancer for hire. A prize indeed. Who wouldn't need such a thing? But you'll need to prove yourself first. The Army has a weapons shipment heading to the front. I'd like for it to not get there. Why don't you use your rank to see that it makes an unforeseen detour to, well, me? This a test of loyalty? Fine, if that's what you need. Oh, das ist das, was ich sogar I gotta go. sagen würde. Ist Then go. Armeetyp. Also noch relativ neuer Armeetyp. Kann gemacht werden. Auf jeden Fall. Jetzt ist die zwar bestimmt nur für Schurkentaten. At your command, Lieutenant. Okay. Lieutenant? Okay. Wir sollen Dingsbums in den Aufschlag niederschlagen, interessanterweise. Weil ich ja ehrlich sagen muss, dass ich das mit Mutanten ganz schön bescheiden finde. Also sehr bescheiden. Oh, great. You're back. What do you want? Ich könnte mit ihm reden. So sind übrigens alles Mutanten, glaube ich. Glaube ich nicht, ich weiß. Never been here. Seems dangerous. All those mutants. I always wondered if they're contagious. What exactly are you planning, Lieutenant? Force seems the most appropriate, of course, but there's a lot of them. Even if it's not easy to understand them, maybe we should try to talk to them. Natürlich sollte man mit denen reden. Ich rede so weit What the hell are you doing? Get back to work. You're putting a lot of lives at risk. They will die beneath the eye of Father Son if they go up to repair the roof. The man knows this, but does not care about them. Maybe you're too dumb to put it together. So let me spell it out for you, mutant. The roof needs to be fixed. By your kind. Now. We don't care how many of you die doing it either. You don't want to go up and repair the roof? Fine. Your choice. We'll just send your children and your elderly. All those too weak to rebel with you. Then, we'll execute you. You'll all die anyway, and without even doing any good. That what you want? The man would send our children. The man is... They will go back to work. Leave our children be. Also jetzt noch das mal vielleicht noch was anderes machen könnte. What's the problem? Why aren't you working? Their kind work like one. If
one is hurt, they all cannot work. And now they have one who is wounded, so they are all helpless. But the men do not want to help the wounded. They just want him back on the roof. Where's your hurt friend? I may be able to help him. Fortunately, this is beyond my skill level. Nope. Wahrscheinlich nicht deine Erfahrung. Kannst du gar nicht. Denn... Welchen Arztmantel? Genau. Warte, erstmal das hier. Das hier. So, jetzt den Arztmantel. Here, your friend's as good as new. Back to normal. Thank you. The man was very nice. They will go back to work now, and if they survive, will not forget what the man did for them. Oh, gut. Finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Let's go. You can't just sit around while the city's exposed. Get back to work. They would, but their tools are too damaged to work. With bad tools, they will be in the eye of father-son longer and die quicker. Let me see your tools. Maybe I can fix them. If the tools are made better, they can and will fix the roof. To think that the city's life depends on an incomplete toolbox. Ridiculous. We should be able to fix it, right? Fixed your tools. Should make the work go faster. The men made the tools like new. They will do as they promised and go fix the roof now. What does the man want? Just to talk to you. You need to go back to work. No, they will not. They will not die to go repair roofs broken by men. Men must find another way to fix it. You're not budging, are you? I tried. Was mir jetzt sich fragt, warum ich das gemacht habe. Ich höre meine Chancen. Gut. Das Beamtenhemd würde mir. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden. Ja, sehr schön. Okay. Okay, 50-50. What does the man... Just to talk to you. No, they... Listen, I know it's dangerous work, and the odds are pretty high that some of you may die doing it. But if you don't, the whole city will suffer, and all of you in the pen will die. Not just a few. I know it's an enormous sacrifice to ask, but it's for the greater good. The man tells them lies! Thinks they are stupid! But they know only men are beneath the hole in the roof. Only men will die for the destruction that other men did. They did not break it. Let the men fix what the men broke.
Mann! Hm. What does a man want? Just to talk. No! I'm sorry, it wasn't a request, but you obviously need some convincing that this little revolt needs to stop. Get back to work, now! He is going back to work. He will do what you want. Please, do not hurt him anymore. You don't beat around the bush, do you? I thought the Mutos had to remain in one piece to work. Anyway, you're the lieutenant. Insgesamt relativ gutes Ergebnis. +3 Ruf bei den Mutanten und -1 Ruf. Also +3 Ruf insgesamt bei den Mutanten. I've got a proposal for you. What is it? I've got an acquaintance who's looking for a large mutant who can be his bodyguard. He promises he'll be well treated. No, no. Chief will never let him go work elsewhere. And he can't risk getting beaten up by the guards. The man should find himself another mutant. He must go back to work now. Kannst du einen kleinen Moment bitte? Kurzzeitig wieder, kann ich das jetzt noch, aber Moment, ich wollte noch. Moment. So, jetzt bin ich aber wirklich wieder komplett einsatzbereit. Weniger. Einsatzbereit. Wo ich da? Ich muss mal, oder ich tap mal ganz kurz raus. Okay. Und ja. Ja. GG. Hey there, got a question for you. How'd you like to leave the pen? Go work somewhere nicer? Leave the pen? He is sorry, but this man must be joking. He knows what happens to any trying to leave. They get shot, killed. The boss man will never let him leave. Only way out is for him to rebel, but he's too scared. So if the man would excuse him, he must go back to work. Now. Ist aber ganz schön krass, wie viele jetzt Angst haben. Ja, ich hab kurz vor. Gemerkt, so jetzt wegen. Hello, I have a proposal for you. A merchant is looking for a bodyguard, and you look strong. He said that he would feed you if you protected him. Big strong! Big, very strong! And big, always hungry! If I understand, your name is Beg? Yes! Beg is his name! Him wants good food and can protect man, but Chief Man not let Beg leave! You mean the pen supervisor? Don't worry, I'll go talk to him.
Oh, great. You're back. What do you want? Okay. Oh, great. I managed to stop the rebellion. The mutants should resume work soon. There's a bit of good news. Sure it wouldn't have ended so well without your help. Probably would have lost my job, so thank you. Okay. Ich mal 2000 Erfahrung. Ordentlich. Oh, great. You're back. What do you want? I'm back und ich will back. I'd like to buy the mutant who calls himself Beg. Big Beg? Yeah, no, that ain't gonna happen. Losing him would be like losing the work of 4 other mutants. Nah, he's too strong to lose. Oh, great. Okay. Krass. Das ist ein bisschen krass. Das ist ein bisschen Z. Schussfrei, knack. You weren't wrong. The supervisor doesn't want you to leave. Looks like he enjoys your strength too much. What if you refuse to work here, or initiate an incident so that he decides not to keep you? Beg not understand what men want. If you want to go with the merchant who will feed you, you must refuse to work here. Make some noise, you see? Yes, Beg understand. Beg, make noise and refuse work. I wonder if he realizes the consequences of what he's about to do. Better be ready to step in before something bad happens to him. What's he doing? Why is he making trouble? He'll still have to work. Beg no work more. No work more. If he doesn't stop, he'll get beaten real bad. No, let them beat Beg. No work more. Then he gets what he asked for. I need to step in. Hey, what's going on here? You lost your minds? Break it up, you fucking parasites! Going after a human? Hell you thinking? And you? Why the hell are you back here messing up the pen? Come on, go! Get out! Look, I'm not trying to cause problems, but I already told you. I'm really interested in getting this slave. And since the others were just about to kill him... They weren't gonna kill him. Maybe beat the shit out of him as a lesson. Like I'm gonna do to you if you don't get out and stay out. Hey, just listen a second. This mutant's obviously showing a little rebellious streak. Leave him here. That streak might spread to the others, you know? Then what do you have? Plus, he refuses to work, so what good is he to you? Give him to me, and I'll make sure he gets back on track. Fuck. Last fucking thing I need's a rebellion. Damn waste is what he is. That brawn. Fine, take him. Let him be your burden. Then we have a deal. Think you could take him to a merchant in the exchange quarter for me? Name's Fiorello. Yeah, sure. Why the hell not? 'Cause I'm a fucking delivery service. Once I drop him off, though, I don't want to see you or hear another damn thing about him. He's your problem now, yeah? Fair enough. Have a good one. So einfach geht das. Technomancer, der macht einfach Selbstaufstände. GG. Yeah, so.
Ja, ich weiß, ich war bisher jetzt immer noch nicht dort bei diesem Schattenfahrt. Das kann noch eine ganze Weile dauern, bis ich da mal sein werde. Bin. Ach, bestimmt wegen den Wachen oder hier. Jetzt allerdings hier. Habe ich wieder kurz kurz rausgetappt, besser gesagt, nicht ausgeloggt, rausgetappt. Ich habe mich rausgetappt. So, okay. Schluss mit das Loadscreen. Gleich. GG. So. Also, wenn man Frühstück gegessen hat, dann ist es irgendwie teilweise so. Der hat jetzt auch schon. Warum hast du so viele Leute für Aufgaben für mich? Es sind zu viele. Ist okay. Fiorello. Lisa Berichterstatter. Was ist denn noch? Ach, er hat jetzt noch eine Aufgabe. Er hat eine Aufgabe für mich. Interessant. Hey there, Fiorello. Ah, the one, the only, Technomancer. A pleasure as always. What brings you here this fine day? Sieht teilweise so aus durch den Schatten, als hätte er wandernde Haare, aber hat er nicht. I see they got you the mutant. Yes, yes, a wonderful specimen. Words and all. Beg! Mutant! Called Beg! Beautiful! Yes, Beg! And his sheer size. Like he was simply built to dissuade any ill-intentioned folks from bothering us. Here, take this. To compensate you for all you've done. And feel free anytime to request any favor in return. So. Jedem gefallen. Joa. Sorry dafür. Das darf man allerdings nicht vergessen. Ich glaube, ich kaufe jetzt einmal den schweren Stahlschritt rein. Den kann ich dann noch für ihn verbessern. Was uns angeht, ich schaue mal hier. Der Name ist sehr gefallen. Schlösser. Ja, Rüstung. Kann ich mehr oder weniger ziemlich vergessen. Ich bin hier fast frei von. Okay. Okay. Das ist ein bisschen krass jetzt. Und ein Totschläger. Warte mal. Hä? Kann er nicht ausrüsten? Warum kann er den nicht ausrüsten? Ich dachte, das wäre eine Waffe, die genau für ihn gemacht ist. Das ist interessant. Moment, ich muss mal kurz was schauen. Inventar. Okay. Oh, falsch. Genau das hier. Kann von diesem Charakter nicht benutzt werden. Schwerer Stachelstreitkolben. Schwerer Stachelstreitkolben. Aber er kann ihn auch nicht verwenden. Könnte es sein, dass das einfach eine Zweihandwaffe ist, dass er das nicht verwenden kann? Das wäre etwas, wo ich nur sagen würde, das könnte möglich sein. Hey there, Fiorello. Ah, the one.
Moment. Hey there. Ich will ihm noch etwas fragen. Rumor is you Ah, yes. We are merchants. Okay. Man! Nice man! Help beg! Please? Beg soon leave with Master Merchant. Beg need help. Man lightning. I guess that I can bring the stone. Yes. It's a very nice drawing that you made. Yes! Man lightning, nice! Give Master to Beg. Beg have memory for Mother. Make himself. You go give memory to Mother Beg? Is it me you're calling Man Lightning? Man nice, man very nice. Das war auch wieder ein kleiner Bug und diesmal sogar ein Dialog-Bug. Entwickler. Sowas fällt auf. Das ist einfach die auffälligsten Bugs, die es gibt. Vor allem Dialog-Bug, ein Anzeigefehler-Bug, der kann ja ausgelöst worden sein durch mich, weil ich den davor niedergeschlagen habe. Oder was heißt nicht, jemand von meinen Typen oder vielleicht sogar ein anderer NPC-Gegner. Dieser, ich sag mal, Untertitel-Bug, den wir kurz mal hatten, wo da dieser Quest-Eintrag sozusagen stand und nicht das von Heuschrecken. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn wir wissen, dass Heuschreckennester gemeint worden sind, denn das war ja als richtiger Quest-Eintrag eingetragen. Aber so etwas wie ein Dialog-Bug, wo jetzt dann erst der andere Dialog abgespielt wird und dann dieser. Und der eine Dialogbug bei dem Soldaten, wo der gleiche Untertitel normal eingespielt wird. Wobei, na gut, das ist wieder Untertitel, aber trotzdem Untertitel dann für was auf Deutsch spielt. Und hier eben erst der eine Dialog, dann der andere Dialog. Also er hat jetzt dann erst quasi gesagt, oh, das ist aber ein nettes Bild für deine Mutter oder so etwas. Und danach hat er eben gesagt, meinst du nicht, wo bin ich Mensch? Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn mehr, das Gespräch schon fast. Das wird nicht mehr so sehr. Aber ich will mal nicht zu kleinlich sein. Jedes Spiel hat Bugs, auch wenn das hier jetzt schon, ich will jetzt nicht sagen, das ist kein größere, hin und wieder auch recht lustige, aber ist eben schade. Hätte man das noch ein wenig gefixt, hätte man, würden andere Spieler merken, die geben sich Mühe. Die fixen auch wieder Bugs. Und ja. Aber so momentan. Naja. Das Glück haben so 15 €, weil ich das gekauft hatte. Also, das heißt zum Glück. Ich würde schon sagen, dass das jetzt momentan, würde ich das einrangieren, dass es ein Spiel ist, was schon locker so 20 bis 25 € wert hat. 30 werde jetzt wirklich mich noch von der Story dann eher so sehr überrascht, dass da wirklich noch Konsequenzen dann geschehen oder kommen. Where are you from, Beg? Have you worked in the pen for a long time? Beg not know. Many nights? It's not gonna be easy to get anything from him. Goodbye, Beg. Goodbye. Good boy. Ja, erstmal durchbringen. You already back, Lieutenant Zachariah? Mutants are back to work, Captain. Well done, Lieutenant. Now go see Ryan and get paid. Irgendwie von Überfluss +1, okay. Aber interessant, sie hat jetzt scheinbar keine weiteren Aufgaben.
Hi. Lieutenant, how can I help you? Captain Eliza told me to come find you for my pay. Indeed, I've been expecting you. Here you go. Heard you have some merch coming into the station. Need a hand with the delivery? I might be a little brazen sometimes, but not enough to turn a lieutenant into my personal errand boy. Except that the shipment holds weapons, and if Vori get their hands on the weapons, it's gonna mean more danger for my boys. So let me give you a hand, in case not helping out ends up biting me in the ass down the line. Fair enough. Used to be Vori only dirtied the slums, but they're like an illness lately, spreading like a contagion. Merce needs to make it up to the station and head out to the front. Thanks for the help. Ich kann mich jetzt entscheiden, wer die Waffe bekommen soll. GG. Ich kann jetzt natürlich noch weiter gegen die Buri vorgehen, allerdings ist meiner Meinung nach der Buri-Typ ein guter Informant und wenn mal jetzt ein paar Waffen wegkommen, schade, dass der Armee vielleicht nicht zu sehr, sage ich mal. Deshalb bekommen die Buri die Waffen. Damit ich wieder mehr Ruf habe bei den Buri und so weiter. Heute schauen wir nicht das war schon die erste. How are you, Zachariah? I'm fine, and you? Good. How may I be of service? Do you know Sean? Not as well as you, I am sure. However, from what I can... But, unfortunately, that dream, which might have provoked him to become a catalyst for change, merely left him bitter from the loneliness inherent in our condition. He is lucky to have found such a friend and student in you, and because of that, his leaving for the front will be terribly painful for him. Okay, das wissen wir Kobi schon. Das hat Kobi schon mal gesagt. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Okay, nach Sean kann ich nicht fragen. Do we know what forces Aurora deployed to protect the site? The greatest challenge shall be their own Technomancers. I am certain they'll be supported by numerous soldiers and laborers willing to lay down their lives in their defense. But I have faith in you, Zachariah Roguemancer. Endowed with the intelligence and adaptability that both your names imply, you always find a way. And I wouldn't be surprised if you come out the other side having made new allies. Zachariah Roguemancer. Ich weiß nicht. Der will ich jetzt auch noch reden. Ich hatte hier irgendwas zu sagen, wenn ich es nicht unbedingt glaube. Und dann, wenn ich hier jetzt komplett fertig wäre. Ja. Hey, Nisha. Well, well. I gotta go. All right. Hab nichts zu sagen. Die hat auch kein Auto für mich, Back auch nicht. Da kann ich die jetzt abgeben. Ich will allerdings dorthin. Okay. Ich wusste schon nicht, dass wir jetzt immer noch ein paar Nebenquests bekommen haben. Das ist schon ein bisschen krass. Ich bin hier fast nur noch Nebenquests machen. Ich weiß doch gar nicht, wie lange ich das Spiel schon spiele. Da wir eigentlich den Speicherprofil schon haben. Okay, nee, das steht nicht da. Aber anhand von Steam kann ich das sehen. Ich habe es ja angefangen seit dem Start sozusagen. Okay, muss sagen, ich habe länger mal gekappert und so weiter. Natürlich mit den Charakteren und so weiter. Kann man vielleicht so 20 Minuten abziehen. Bis 30. Hey, Lieutenant. I'm really sorry, but I can't let you get through here with a truckload of weapons. They need to get to the front, but you can't go through the slums with them.
Alright, that's fine. I'll just drop him off at the train station. Later, soldier. Ich habe eine Idee, wie wir dorthin kommen zu den Slums. Oh, das Wachen mich vielleicht aufhalten. Scheiße, gibt's noch ewig. Der wird ja auch vom fucking... Steht hier auch welche rum? Lieutenant? Sorry, those boxes are for the front. Can't allow that load through this checkpoint. Alright, fair enough. I'll just drop him off at the train station. Thanks, soldier. Alles klar. Versuchen wir es mal jetzt durch den Untergrund. David Ward? Also, nein, ist was anderes. Nächsten. What? Sieht ja eigentlich aus. Sehe das glaube ich gar nicht. Holy shit. 4 Stärke? Das ist ordentlich. Was haben sich eigentlich so viele von der Bibliothek? Ist hier irgendwas Besonderes? Quest? Quest? Scheinbar ja nicht. Kann ich übergehen. Erstmal. Sag. Was Besonderes. Ja, hast du wirklich nur diesen einen Weg in den... Oder... Achso, das heißt doch mehrere Wege in den... Okay. Ich hoffe, dass der Weg nicht bewacht wird. Der ist auch noch ganz neu, ist wirklich interessant. Das ist so der Fahrstuhl. Der GG. Packen wir uns ein wenig. Okay, leider ist das ja nicht sehr viel, weil... Oi. So, ich bin Elektrizität eingeschlagen. Oh, ist das noch okay. Gut, hinüber. Wir haben es richtig erreicht. Yeah. Ja, die tue ich mal aus für Serum. Viecher ausbluten, das geht kann man abzügen. Also einen Toast machen. Das soll auch infiziert sein. Das ist auch interessant, die haben den einen da alleine ausgeschaltet. Sehr gut gemacht eigentlich. Weil ja sonst nicht immer so gut ist, gelinde gesagt. Dann jetzt das. Jetzt will ich mal hier lang gehen. Den Widerstand gegen Unterbrechung durch Flächen an 20%. Ein Star hinein und einmal ist das nicht schlecht und ich will den Explosivschuss auch haben. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das war wiederum erstmal ein Weg, den ich jetzt nicht unbedingt gehen wollen würde. Das sind natürlich den Schaden von Schusswaffen. Aber meiner Meinung nach machen die Schusswaffen mehr als genug Schaden. Also würde ich jetzt hier lang gehen. Dann auch irgendwann dahin.
So. Das wird jetzt die Chance, dass die Gegner vergiftet werden können. Ach, da fällt mir gerade noch was ein. Hier habe ich ja jetzt das geskillt. So. Hier muss ich mich noch irgendwann mal für eins von den Sachen entscheiden. Genauso hier. Vielleicht auch hier oben mal für. Also da habe ich mich ja schon entschieden. Hier habe ich mich noch nicht für irgendwas entschieden. Hier beim Elektrosturm wird den Schaden des Angriffs um 25%. Verkürzt die Zeit zwischen beiden Angriffen um minus 10 Sekunden. Ich weiß nicht, ob ich da auf Schaden gehen würde oder auf das mit den minus 10 Sekunden. Vielleicht würde ich auf das gehen, ja, als Hauptsache. Ups, das andere ging jetzt also alles daneben. Jetzt kann die Mauer aufhalten. Kommst du jetzt auch noch? So, einfach verblitzt. Oder zerblitzt, wie auch immer. Ja, eigentlich alles relativ easy. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich jetzt auf Stufe 3 Dingsbums gehe. 3. Zeugs. Stufe 3 Schlösserknacken meine ich. Zeug, Schlösserknacken. Habe ich jetzt überhaupt schon? Habe ich jetzt erstmal Attribute? Ich habe erstmal die Attribute. Attribute von Partner. Was? So. Ich dachte mir, das Ausdauer vielleicht auch nicht schlecht wäre. We need more power. Sorry if this is out of line, Lieutenant, but why the hell are we helping a mutant? Seems like a waste of time. Something the captain might not. Because I said so. It won't take long. Ausbrüten lassen für Serum. Also Rüstung. Also Serum. Was noch einer? Ui, ein gezackter Krummdeutsch. Den könnte man mit Schaden auch verbessern. Wäre der vielleicht besser. Nur den Ausrüstung muss das dann vielleicht besser aussehen. Aktuell meine ich, ich hatte vielleicht. Hier kann man sagen, okay. Schade. Was ist das denn? Rex Mutter ist eine normale Frau? Okay. Hi, you Jenny Labor? Yeah, that's me. What can I do for you? Nothing for me. A mutant named Beg sent me to give you something. A souvenir, or... I don't know. It's just a stone that he drew on. Thank you. Oh, my dear little... Hey there! Oh. Was ist das jetzt unterisch?
Schule einfach? Shit. What is wrong with this corporation? Have all the bigwigs gone crazy? That poor woman has resorted to eating a stone just to get away from the ASC. This is completely insane. What are we gonna tell the mutant? We're gonna tell him his mother's dead. Unless you got a better idea. Das war einer von ASC? Ein Soldat sozusagen oder so in der Art? Vom ASC? Und der hat einfach nur nachspioniert, was wir dir gegeben haben, oder beziehungsweise was die für den Mutanten. Das ist doch. What? What the fuck ist das? Ehrlich? Ist alles gut, dass wir der Opposition da wirklich ein bisschen helfen haben. Also den Boris ein bisschen helfen, denn die gehen vielleicht gegen das ASC mal wenigstens vor. Hey there, new blood. Ich gehe mal ganz kurz in die Arena. Von O4. Vielleicht kann man ja hier irgendwas noch machen. Hello there. Ja, keine weiteren Kämpfe. Nicht. Ich wollte was für ihn machen. Und dafür auch. Also hier habe ich schon die Power erhöht. Die Brechung erhöht. Hier will ich den Handschutz erhöhen. Damit das. Ich könnte das Panzerbrechen natürlich machen. Ich würde eigentlich eher einen Schadensupgrade machen. Ich muss sagen, dass das hier noch wieder am besten aus. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Das geht, sage ich jetzt mal. Das ist auch nicht das Beste. Ein Schadensupgrade eben. Das hier so dran. Ich weiß nicht, ob man das hier noch ändern kann. Ach, da ist schon eine Stufe 2 Unterbrechungsupgrade. Okay. Ich frage mich jetzt gerade, ich kann auch das Teil hier auf Unterbrechung machen. Dann den Griff auf Crit. Kann ich denn das hier nicht auf Crit machen? Aber das zweite Schadensupgrade. Aber mir fehlt Stufe 2 herstellen. Das fehlt mir. Okay. Dafür fehlt mir sogar Stufe 3. Herstellen. Schauen so von den so viel Prozent die Rüstung zu ignorieren. Ich würde sagen, wir machen das für panzerbrechend. Ich weiß, kostet 2 Metallstücke, aber why not? Ich kann das jetzt Rüstung durchbrechen. Ignorieren, was er gesagt. Kann schon helfen. Hier haben wir nur Stufe 1 Sachen. Ich würde das auch erst auf Stufe 1 lassen. Schadensupgrade. Das meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt. Ich meine, da wir dafür wieder Leder ausgeben, was wir nicht so häufig haben. Die Hochpistole kann sowieso noch ein was haben. Stachelstreitkolben. Okay. Soll das Beck als Begleiter geben, ist das also noch für ihn. Das weiß ich eigentlich jetzt schon. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich jetzt schon. David Ward. Du kriegst jetzt mal. Was haben wir hier eigentlich? So, okay. Du kriegst jetzt. Was hat der denn eigentlich? Der hat einen Totschläger. Stufe 1. Unterbrechungsgriff. Kriegt er jetzt hier vielleicht mal noch einen. Nein, nicht unbedingt Chance.
Jetzt ist der kritische Treffer sorgt. Weil doch eher Schadensupgrade kriegst du. Für deinen Totschläger. Und für deinen soldatenkriegen Schild kriegst du jetzt auch endlich mal was. Nämlich kein Schadensupgrade, sondern am besten Unterbrechungsteil. Nächstes hätte ich ja vielleicht noch einen Kritzteil gegeben, aber die Metallstücke gibt es ja so selten. Schon ein bisschen krass, meiner Meinung nach. Da ist also der Hunter. Für seine Waffe kann er leider auch nichts machen. Okay. Lassen wir es dabei erstmal. Und wer lassen wir es dabei? Erstmal. Genau, wir gehen jetzt erstmal in die Slums. Gehen dann jetzt zu dem einen. Zum Boss der Wori. Geben ihm die Waffen. Und ja. Vielleicht können wir ja dann schon den Bag mitnehmen. Das wäre ganz schön cool. Ich glaube nach wie vor, dass es dann Becks Waffe ist, die man da hat und ja, so weiter. Hey there. Hey, they're back. I'm looking for a little info on the Black Dahlia gang. Yeah, looking for trouble too? 'Cause that's all they're good for. Bunch of broads banging around wreaking havoc. Name themselves after some supposed murder back on Earth. I'm sure that says something. Who the hell knows, though? What else is there to say? The gang's been around for years now. They weren't all that mean in the beginning, just a couple of young girls sticking together in order to survive. But as time went on, those pretty girls grew up to become women, or rather, tigers. And they decided to challenge Anton Rogue. And fuck me if they ain't created a war in the process. Just what we needed here, too. More damn blood running the streets. Vori kill one broad, broads castrate 3 Vori, then lay it on their chest like a damn necktie. Nutty. That's what it is. Okay. What's the word on Bulgakov? Seen him before? Oh yeah, sure, we're good pals. Hang out all day. You fucking kidding me? Guy ain't exactly walking around with a name badge. Could be you. They say them ideas ain't all his own, though. The guy got inspired by ideas from all around. Other corps, other stuff. Okay, dachte man könnte so jetzt irgendwie mit dem schon Kontakt aufnehmen. Kann man auch nicht. Wir haben ja auch nicht alle Aufträge von ihr gemacht. Gegen Angriff müssen wir jetzt noch machen. Deshalb haben wir das noch nicht komplett abgeschlossen. Vielleicht müssen wir das auch erstmal abschließen, dann wir auch die Entscheidung haben. Wo sich Opposition anschließen will. Vielleicht auch den Freimutanten. Die würde ich auf jeden Fall am meisten unterstützen, eigentlich so noch erst der Opposition. Oder anderen Leuten. Weil es ja momentan nicht mehr Fraktionen gibt, scheinbar. Oder den Vori. Mr. Mancer, the sight of your face has started to give me agita. To what do I owe the displeasure this time? I got your shipment for you. And yet again, the loyalty of man is no deeper than his wallet. Hope your conscience is as easily appeased. I've got another little task, only if you're interested, of course. A little unsavory, but your status might help to serve as a reminder to some of my more forgetful clients. A couple slum merchants seem to be facing some mild forgetfulness on the issue of protection serum. I'd love it if you perhaps help jog their memories for me. Can do. I'm going to send some company along with you to lend a gentle hand, to make sure that the lessons learned and the payment, preferably in serum, finds my hungry little hands by day's end, whether they want to pay or not. I gotta go. Then go. Then go. Interessant. Und wir haben Helm bekommen. Ein
ASC-Soldaten nehmen. Die würde so aussehen wie eine Gasmaske. Weil man sagen muss, dass er den Widerstand gegen Elektrizität erhöht. Aber ganz ehrlich, nope. Die Schutzkappe ist, wie gesagt, noch nichts für mich. Die sanddichte Kapuze ist eigentlich auch nichts für mich. Ja, ist nur eine normale Kapuze, ja. Das richtige Kapuze, das ist eher so eine Socke. Nächste Kapuze. Bergarbeiter Helm könnte auch vergessen. Nein. Aber hier. Er kann doch den ASC Helm nehmen. Für die Schweißermaske. Das ist der Hinter. Okay. Den wir schon so oft geholfen haben und so weiter. Ey, und schon wieder. Alter Schwede. Es häuft sich immer mehr! Wir haben hier Nebenaufträge. Ich will mal wieder die Hauptquest weitermachen. Officer! Officer! I need to talk to you! I'm sorry to bother you, officer, but I have important information about the Vori and their illegal activities. What kind of information? I've worked for the mob. For months, I was put in charge of laundering the serum, but I can't do it anymore. The pressure put on me, the fear of getting caught. So, I have decided to tell the authorities anything they might want to know about the Vori's operations. Give them any evidence they need. But I'm scared, officer, for my life. I just need an escort to see the investigators. Can you help me out? Let me think about it. Of course. Sure. I need time to grab some documents the investigators will want to see. In the meantime, I'll just pray you'll agree to pick me up tomorrow? Den Händler später. I'm sorry, I need more time to gather some more evidence. Das ist jetzt so eine Sache. Erstmal werde ich mir den kaufen hier. Hey there. Officer, hello. What can I do? You've been falling a little behind on your payments lately, huh? You know damn well if you want your shop protected, it comes with a price. Yes, no, I know. Of course, it slipped my mind. My apologies. Here's everything I owe. I'm so sorry. Again. Hast du noch gekauft, noch? Okay. So, ich probiere weiter. Stay weg. Probier's. I know you're coming to get me, but I've got protection now. Hired them myself. I'm sick of getting pushed around, extorted, by you or anyone else. Damn shame. If you were a little more reasonable, it might not have come to this. Wie strange ist das denn jetzt? Den hab ich gehauen. Hey, no! Don't hurt me. I'm just trying to defend my business. Please, here, take my serum. You want to defend your business? Then pay when you're told. That's simple.
But no, you wanted to hire a little muscle to fight back. That was dumb. That was very, very dumb. And it's gonna cost you. Break him. Make him an example for the others. I don't think I'm gonna do that. If I kill him, he's not gonna be around to pay next time. Doesn't seem like good business. He learned his lesson. Taking what he owes Anton and nothing more. Maybe you ain't understanding. It wasn't a suggestion. It was an order. Los geht's hier jetzt gerade mal. Aber sorry, also das machen wir nicht. Schläger ich mich ja noch anhören und so etwas auch nicht darf. Da müssen wir dann doch zu guter Paladin, Technomancer. Mr. Mancer, the sight of... Here's your serum. Well done, my friend. We are friends, aren't we? Your reputation's well earned, violent and efficient. Here's a little something for your troubles. Can't say I'm altogether pleased with your tactics toward this merchant or your aggressiveness towards my men. Either I gained restraint or you lost a revenue stream. Figured I made the right call. You didn't. Restraint is weakness, and weakness is, well, bad for business. So, let's say we try this again, with another little mission. One of the opposition's contacts is waiting for delivery. I didn't want to press too hard by assigning you to something so trivial until the merchandise got confiscated by a guard. You'll find the contraband hidden in the barracks. You know the place intimately, I'm sure, so I'm counting on you making sure that this withdrawal gets to our client discreetly. Nothing's ever that easy, but I'll see what I can do. I gotta go. Then go. Was den Händler angeht. Die würde ganz sicher sterben. Ganz sicher. Und allerdings ist meine Dingsbums schon eigentlich ganz gut jetzt. Und ich muss ja nicht unbedingt zu freundlich das zu machen, nee. Deshalb würde ich den jetzt nicht verpfeifen wollen. Sondern wirklich dann retten wollen, sage ich mal. Und den Händler später finden. Weil das wäre eine ganz schön bescheidene Tat. Vor allem, da der Kerl auch schon Angst hatte und so weiter und so fort. Das wäre jetzt unbescheidene Tat gewesen. Der hat seine Lektion meiner Meinung nach doch relativ gelernt. Also machen wir das nicht. Q4, die Börse. So, jetzt gehen wir erstmal zu Back. Dann holen wir diese Waffen da raus. Für die Opposition. Ist auch wieder einigermaßen gut aus, weil wir der Opposition nicht helfen. Die sind ja nicht die extrem schlechtesten Typen, auch wenn die Aktion mit der Bombe suchen nicht gerade. Hello, Bag. Oh, hello! Man, have orders for Beg? I'm sorry, Beg. I gave your stone to your mother, but she died. I believe that she committed suicide because the police were about to arrest her. She put the stone in her mouth and died. Mother? Mother dead? No! I'm really sorry. I didn't think that she would do such a thing. Hello, Beg. Oh, hello! Goodbye, Beg. Goodbye! Also, sich die Musik ein bisschen verändert. Also auch schon ganz schön
interessant, dass nur die Mutanten so extrem muskulös gemacht sind. Aber bisher noch nicht. Ich schaue, wie so nichts mitnehmen kann. Das würde ja dann die Zusammenstellung sein oder so etwas. Ja, man könnte ja David Whopper aus dem Team kurz entfernen. Kann ich das so gehen? Hallo? Ich muss sogar 2 Gefährten im Team haben. Das ist ja mal sehr interessant. Okay. You already back, Lieutenant? Okay, die hat nichts zu sagen. Hi, Lieutenant. Okay. Alles gut. Och nö. Oh man, really now? Das ist doch schon... Das ist offen! Och man, das ist ziemlich scheiße jetzt. Das habe ich jetzt nicht, ich kann den Auftrag nicht mehr machen. Weil... Wie horrible wäre das denn? Ich kann also nicht durchsuchen, du kannst nicht direkt vor der Nase du kannst direkt vor der Nase nicht stehen. Hi, Lieutenant. Ist in der Nacht der weg oder keine Ahnung. Sorry, aber das ist jetzt wieder etwas, was ich ein bisschen zählt. Ein bisschen zählt. Gegebenenfalls kann ich die Aufgabe immer noch später machen, aber... Tilt. Ich kann doch nicht beide einfach hier... aus dem Team entfernen und losgehen, ey. Wenn ich es gerne wollen würde, aber es geht nicht. Geht nicht. So, also diese Verbündeten damit gemeint sind, ich will es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht mal mehr verstehen. Hä? Wie hornrissig ist das denn geworden? Bitteschön. Auch nochmal Waffen aus Überfluss, alles klar. So kriegen die Waffen aus Überfluss mir nichts weg. Nicht mal. Aber ehrlich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum das erst ging es nicht, jetzt geht's noch. Ich denke nur so, okay. Will man mich ein wenig verarschen? Ne, wir töten nicht mal ein wenig. Was? Das ist scheinbar den Untergrund. Müssen wir das in den Slums irgendwo begeben? Nee, wir müssen Untergrund. Okay. Das mit den Händlern ist übrigens noch Anzeigefehler. Das muss er packen. Untergrund betreten. Ah, und ich dachte jetzt schon wirklich, ey. Dass da irgendwas Blödes ist. Das ist gleich da. Das ist gegeben natürlich.
Wenn ich runterkomme. Warte mal. Du bist... Oh, zeig mir, wie der Fortunately, Schuss this is beyond my skill level. Was soll, wäre das jetzt wirklich ein Bug gewesen? Das wäre ja ganz schön bescheiden. Das wäre sogar fast schon noch bescheidener Bug als der Dialog-Bug. Das sind dann nämlich schon fast so, ich will jetzt nicht sagen direkt Game-Breaking-Bugs, weil das ja keine Hauptquest ist. Aber nervende Bugs haben wir eine Nebenquest nicht abgeschlossen bekommen. Die haben wir nicht geknackt. Aber einfach in Unterkellung. Das ist einfach so ein Dingsbums. Nee, okay, ist es nicht. I think I'm supposed to be giving you something. Well, that's discreet. What the hell made Anton send a damn Technomancer? Guess he thought I was the most qualified to deliver your merchandise. Fair enough. Thanks for the delivery. I'd started losing hope. That said, we keep doing business. I'd prefer you use our little code going forward. What code's that? Guess I'm a teacher now, too. You come up, ask me if I'm a painter. I say yes. You tell me you have my pigment delivery, that's it. Ain't pretty, but it suits our needs. Sure, whatever you say. Okay. Wo wir auch noch nicht waren, die waren ja noch gar nicht hier so direkt ganz unten. Und das ist ein Untergeschoss, ey. Ich weiß eigentlich so gar nicht, ob man da irgendwie hinkommt. Kann man, glaube ich, eine Tür öffnen, um da hinzukommen? Hier sind wir jetzt hier und da geht's nach oben. Nach oben. Oben. Das ist der gesamte obere Raum. Man muss natürlich ja erst in das zweite Untergeschoss, um danach in das dritte zu kommen. Logisch, ist eigentlich auch logisch. Aber man kommt da wirklich nur wahrscheinlich über die Tür dahin. Das ist schon ein bisschen krass. Nein, wir wollen da nichts gegen kämpfen. Ich will lieber die Treppe hoch. Da kann ich nämlich immer noch schauen, ob man da vielleicht doch jetzt schon hinkommt. Also gehen wir mal den Weg da lang. Das ist der Weg, oder? Ja, das ist der Weg, okay. Tür. Vielleicht eine Taschenlampe an? Nee. Die mach ich mal an. Polizeihaber. Kann ich hier schon. Fitzig machen. Oi, oi! Moment, ich sehe auch noch das. Okay. Ich benutze immer noch den Bums. Jetzt muss ich mal was ändern. Zack, wäre auch nicht die gezackte Kugelwelt. Also will ich den jetzt benutzen. Sieht zum einen besser aus. Zum anderen schwarze Rüstung zu durchbrechen. Rüstungsdurchdrehung. Ich das auch sagen könnte. Infinity. Door's locked from the other side. Guess we're going around. Geht also noch nicht, okay. Bestimmt später während der Hauptquest oder so etwas. Bam. Bam.
ehrlich, ich wollte eigentlich die ganzen Viecher da jetzt damit treffen, aber ja, nee. Sieht nicht ganz so gut aus, wie ich dachte. Serum, Serum, Serum. Serum, Serum, Serum. Serum. Oh, schon wieder. Nein! Ich da. Oh, meine Güte. Das ist doch ein wenig. Das sah schon so ein bisschen knapp aus, ne? Das ist interessant, dass die hier so sehr um 10 gehen. Das große Mystery. Das Alpha-Tierchen von den Mietern. Quasi. Können wir jetzt hinauf? Erstmal weg von den Quallen, hatte ich mir jetzt gedacht. Die Quallen ähnlichen Viechern. Ich will mich erstmal selbst heilen. Da können wir uns allerdings mal versuchen an diesen Viecher. Ich weiß, wie stark sie sind. Aber gut, ich bin ja noch gar nicht drin, oder? Nee, ich glaube das ja noch nicht. Habe ich auch schon? Alle von denen? Okay. Interessant. Versuche ich mich jetzt mal mit Viechern. What? Die Viecher sind interessant, die versprühen Riff. Easy peasy. Wo geht's hier jetzt? Okay, jetzt nichts Besonderem scheinbar. Aha. GG. Warte mal. Dumm. Ey. Jetzt trifft ihr nochmal. Zur Not so, genau. Wirklich GG. Ach, das ist das, wo die Zecke mal war. GG. Ah. Zecke. Killer-Zecke. Was ist die Chance auf Beute? Ermöglicht Tarnangriff auf Monster. Aber nicht. Hört die Erfolgschance im Dialog Charisma auf 20%. Das war die Schaden für den Pferden. Das ist natürlich nicht schlecht. Wenn wir ja Schaden machen würden. Nächstes bekomme ich auf Stufe 21. Da kann ich dann auf Schlossknacken spielen. Jetzt gehe ich erstmal nochmal auf Charisma. Stufe habe ich jetzt nochmal. Steht jetzt gar nicht da. Statistik vielleicht? Stufe 17, okay. Also 4 Stufen habe ich wieder so einen Punkt. Nicht schlecht.
schlecht. Das habe ich nochmal nachgeguckt wegen Dingsbums. Na. Wegen was denn nochmal? Liegt mir eigentlich auf der Zunge, warum? Ne, liegt mir eigentlich auf der Zunge. Ich will das wirklich gar nicht meinen. Irgendwie so etwas. Was habe ich auf jeden Fall nachgeguckt. Ich weiß nicht was. This is really something, ain't it, Lieutenant? Getting revenge for an attack on Ophir, smack dab in the Aurora front. Taking a rover too. Imagine my luck. I've never ridden in one before. I'm terribly grateful for this whole thing. I mean, come on! Not every day you get sent out on a heroic top-level mission with Amelia Reacher. Have you met her before? She's an adventurer. Goes out into the world and discovers mines and all sorts of stuff. I've heard about her. Know everything everyone else does. Strange facing off Aurora troops right in the middle of their territory. First frontline experience, huh? Maybe it'll give you a bit of insight as to how it feels to be a dog in the military. Ja, David Ward ist ein bisschen... ist aber unfreundlich, aber das liegt doch daran, dass er Technomancer eben nicht mag. Ich kann es teilweise verstehen, die Soldaten werden wie scheiß Dreck behandelt, fast schon. Von den Leuten hier. Ein Überfluss. Mr. Roach. A pleasure as always, Zach Ruckelige. I hope my sarcasm wasn't too subtle for you to catch. Goods have been delivered. I love a bearer of good news. Don't forget to collect your pay. One well earned. Got another mission. Appears there's a new purveyor of narcotics. Just popped up like a new star, with a brand new drug to sell us. One I've never even heard of. And a lot of it. And not that I'm not the trusting type, but, well, I'm not the trusting type. So I'd like you to find her. Get a sample of her new little candy, don't care how, have it tested, and it wouldn't hurt if you found out a little more about her along the way. Looks like I've got myself a date. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Natürlich, wir verlieren jetzt übelst, I gotta go. Ruf oder hin und wieder Ruf bei Then go. Bei der Armee von Überfluss, aber das ist für mich kein Problem. So, was hatte der jetzt eigentlich? Echte Jacke eines ASC-Spions. Die würde insgesamt natürlich besser dazu passen. Zu der Hose, die wir jetzt anhaben zumindest. Das ist das Teil, würde ich sagen. Ja, aber dafür brauchen wir 2 Gewandtheit. Das ist ein bisschen schade. Ich erst mal bekommen, die 2 Gewandtheit. Immer noch. Gut, jetzt weiß ich gar nicht, wo soll die denn eigentlich sein? Nicht in der Börse, oder? Ah, in der Börse. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zur Börse schnell. Ja, der Typ ist immer noch nicht da. Wo er sein soll. Wenn ich den Typen weghauen will. Nicht weghauen will. Ausholen will. Jetzt treten wir erstmal die Börse. Hier nochmal. Ich habe jetzt so Gurkensalat. Das angefangen zu essen. Keine Soulsmates. Nicht gut. Ja, der hat das was abbekommen.
Ja, ich zerreiße das Tuch ein wenig. Ich spare wesentlich mehr Papier, als das ganze Tuch zu nehmen. GG. So ist es die runter. Interessant. Habe ich mir das mal nicht genau angeschaut. You the one looking to sell supplies to Anton? Maybe. You don't look like the kind of fella Anton'd send on an errand. But I guess since you're here and know what I'm selling... You got serum? Don't jump the gun, lady. He's looking for a sample first. Doesn't want anything he's not happy with. Do I look like a charity to you? Either pay up or fuck off, we clear? Fucking samples, asshole. I know you're new to this game, so let me explain things to you. This is pretty common practice, especially when it's for Anton. He doesn't buy anything he doesn't know personally. Otherwise, how's he gonna know you're not trying to pawn rat poison off on him? It's just a sample. Fuck. Sure, fine. But if this is some sort of scam or trap, I'll let everyone in town know, and your little side jobs for Anton will be history. Was? Die Probuch selbst analysieren lassen? Könnte man sich so einige Pluspunkte verdienen. Okay. Wie viel Haus haben wir ein paar Informationen? Bevor ich dir jetzt hingehe, lass mich jetzt mal in Ruhe. Das finde ich gut. Haben wir natürlich nicht. Jetzt gehen wir hier hin. Hey there. Hey there back. What can I do you for? Word is there's a new girl on the streets trying to push some new drug in pretty big quantities. What do you know? Yeah, funny how word gets around like that. I don't know, man. Heard some things, seen some things, and to be honest with you, the whole deal seems kind of sketchy. And you know, not that I want to get involved in rumors that are going to bite me in the ass later on, but I got clients with certain rebel leanings that think she's ASC. Now, I can't say that they ain't paranoid, because they tend to be, but in this case, I can't say that they're definitely wrong either. So if I was you, which I'm not, but if I was, I'd watch my back getting involved in that potential clusterfuck. Okay. Dann gehe ich mir nach oben. Ach ja, das ASC. Überall. Hat es everything? Oh shit. Ja. No, ich muss dort nicht losgehen.
nicht geklappt, aber ich bestimmt nicht Wissenschaft. Ich hätte den Ersatzteil an das Ganze anziehen sollen. Gehe ich jetzt zu Scott oder? Ja, ich mache jetzt erstmal das hier. Also zeitliche Aufgabe ist einfach zack, 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 zack. Thank you. You came. Thank you. Let's get going as soon as possible. All right, let's go. Ich habe jetzt schon gefahren, aber er folgt mir einfach schon. Hab ich schon gemerkt. Gehen wir den langen Weg hier. Lieutenant? Soldier, listen up. This merchant's got intel about the mob's trafficking, so he's under the protection of Abundance. Take care of him, and make sure he gets his documents to the head investigator. Yes, sir. Thank you, officer. Thank you. Thank you. I thought I was gonna die. Thank you. Sorry, Boy, aber ich kann das nicht machen. Als Paladin, wo ist Technomancer? Na. Ich gehe momentan komplett in die Rolle an. Ihr seid trotzdem ganz schöne Verbrecher. Hi, Scott. Hello, my boy. How are you? Nothing broken, I hope? Could you analyze this? It's a drug, but what I'd like to know is at what point does it become dangerous? Well, after an analysis of the sample that you gave me, I can say that it is some nasty crap. I first wondered if I had made a mistake, but no, it was very clear. Made a mistake? Well, you remember that other drug the soldiers had taken? Yes? Good. It's pretty much the same, but even more concentrated. Just a few hits make you totally crazy, paranoid, and violent. A nice cocktail. Thank you, Scott. Okay. Wie soll ich das denn jetzt entscheiden? Kann ich denn da bitte schon noch hingehen? You enjoy the sample, buddy? Mr. Rogue finally ready to buy? Before cutting it with other shit to make his profit margin bigger? Yeah, about that. Your sample's shit. Crap will drive you insane, and it's not the kind of stuff Anton wants to spread around his city. Hard to keep repeat customers if you kill them off. Gotta ask you about the rumors swirling around about us, though. Never knew the ASC hired your kind. You think I'm ASC? Hell, if I was, and I told him you were banging around with Anton, your Mancer days would be over. See, Mancer? I got my sources, too. You blow my cover, you blow yours too. And that would make the little scheme you're running against Anton blow up. Wouldn't be good, would it? Maybe I could convince him you're a good guy, though.
with a little encouragement. Holy shit, how the mighty have fallen. Army pay that low, you gotta come with your hand out to me? Sure. I'll scrape some stuff together for you if you make the sale happen quick. Deal? Hä? Okay, Moment. Ach so. Jetzt verstehe ich. Okay. Nee, ich will nicht, dass der Handel stattfindet. Hä? Was wäre denn jetzt die... Moment. Ich gehe jetzt mal zu Anton noch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Weil eigentlich will ich das so machen, dass... ja, ich meine, ich stehe jetzt vor der Entscheidung, habe ich gesagt, aber ich war jetzt... Hier war ich jetzt mit der Entscheidung ziemlich verwirrt. Ziemlich verwirrt. Wie das jetzt genau ist. Was jetzt eigentlich die bessere Alternative wäre. Einen zu belügen. Und nicht, die hat es meiner Meinung nach verdient, gegebenenfalls. Meiner Meinung nach vom ASC weniger. Der ASC sind meiner Meinung nach nur noch die, das kommt es mir bisher so vor, die wahren. Ich merke, dass das hier wesentlich näher am Weg ist. Ich kann es noch Teile, die man ja durchgehen muss. Zack. Vielleicht. And. Mr. Mancer. I've got a little update on that mission you gave me. I'm on pins and needles. So I couldn't find out who the woman wanting to sell him to you was, but I managed to get a sample of the drug tested. Its effects hit the user in a blink, drives him stark raving mad. Why anyone would take it or sell it, I don't have a damn clue. But I guess that's more up to you than me. And that's why I'm good at my job. My instincts, they're rarely wrong, told me that woman's deal stunk from a mile away. Find her. Make sure I'm the last one she tries to make a deal with, before that shit hits the streets. I'm on it. I gotta go. Then go. Ganz ehrlich, das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, das ist sogar eigentlich schon fast die richtige Entscheidung von ihm. Ich meine, klar, das hätte jetzt seinen Leuten gut geschaut, wenn die genommen hätten. Und wir hätten sich ja gegenseitig, aber ganz ehrlich, lieber hat man einen Haufen noch etwas koordinierter Typen, die von jemandem Befehle bekommen und so weiter. Ja, zumindest noch einigermaßen leicht zusammengehalten werden durch Anton, als jemand, der jetzt übelst als eine ganze Banditenprobe oder schaut übelst rum. So, it's too risky. Not gonna happen. I ain't one to let myself be pushed around, Mancer. Ich muss sie jetzt wirklich eliminieren. Wie gesagt, das ist jetzt etwas, wo ich mir sagen würde, das geht auch. Ja, wir müssen ein Karma mal bekommen. Ich weiß, aber ganz ehrlich, die fürs ASC arbeitet, na gut, anscheinend ja doch nicht. Das hatten wir bei den Dialog davor gehört. Zumindest nicht direkt fürs ASC. Aber trotzdem, die Droge die wäre ja nicht unbedingt an die Typen dort verkauft worden. Die wäre ja auch normalen Bürgern in den Samstag vielleicht verkauft worden. Und vielleicht sogar hätten Leute da Börse die bekommen und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach nicht lohnenswert, da den Anton zu belügen, dass er die vertickt.
Carnivore. Ich will das kleinere Übel mal entscheiden. So würde ich das jetzt nennen oder sagen. Ich habe immer eine gutes Karma. Ich weiß nicht, ob man noch neutral haben könnte. Mr. Mancer, the sight of your face has started to give me... I've got a little update on that mission you gave me. I'm on pins and needles. The little entrepreneurial drug lord sold her last stash. So much for the entrepreneurial spirit. But I'm sure this is best for all. Never have been a fan of the drugs, destroying lives, the lives of our youths. You're just waiting for your pay, aren't you? Here you go. Don't spend it all in one place. Okay. Erst die Soldaten stülpen. Plus 2 bei den Rovi. I gotta go. Plus was anderes. Then go. Jetzt erstmal keine weitere Mission mehr für mich. Das finde ich ganz gut. Was hier was, genau. Ja, stimmt, ey, jetzt hier Soldaten stülpen. Auf jeden Fall besser. Sag ich jetzt mal. Jetzt noch bescheidener aussieht, das ist auch gesehen. Elektrizitätswiderstand. I need that. So, Anton hat momentan keine weitere Aufgabe für mich. Ich habe einen Haufen Serum abgegriffen. Hier habe ich jetzt einen Punkt frei, mit dem ich als erstes skille. Eigentlich der Explosivschuss, das mache ich bald. Jetzt noch nicht. Und wisst ihr, was ich jetzt toll finde? Wir können endlich mal mit der Hauptquest weitermachen. Dabei bin ich jetzt schon lange nicht am Stream. Okay, 2 Stunden und 30 Minuten, das geht noch. Das geht. Das geht. Da, was geht noch? Was geht? Lalalala. Ich bin immer noch im, wie heißt denn? Auf dem Desktop, mal kurz. Und jetzt gehe ich erstmal rein. Ja, die Schleiche natürlich. Könnte jetzt vielleicht sogar schon die nächste Begleitung oder sein. Ah, die habe ich, glaube ich, schon mal im Trailer gesehen. Oh. Ja. Hey, you, a Technomancer, right? Get the hell out of here. You surge around here, you're gonna fuck up my baby for good. Just like you don't spontaneously combust, we don't spontaneously search. Is that you on the poster? Yeah, name's Amelia Reacher. We're discoverers one and all, like father, like daughter. Why? What's it to you? Well, me and my men need to get to a site on one of Aurora's shadow paths. Heard you'd make that happen. Wish they gave me a heads up a Mancer was coming along. But orders are orders. I can take you whenever you're ready. Okay. Komm später wieder. Komm später wieder. Technomancer, der könnte hochgehen. Ja, nee, ist klar. Hatte ich wieder jetzt so teilweise gedacht. Ja, nee, ist klar. Geh natürlich gleich hoch. Bei der nächstgelegenen Xbox. Das war gleich hinüber. Ah, ich dachte, das wäre hier Can't open the lock or break it. Gonna need the combination. Hello, Amelia? The Technomancer who doesn't surge. What's your name again? Zachariah Mancer. Yeah, you're a friend of old crazy Scott, right? Scott Seeker? Yeah, I know him. He found me and got me in with the Technomancers when I was a kid. Always looking out for me. Why?
He's one of my father's friends. I still see him every so often, even though he's getting loopier and loopier. You wanted something? Man kann mit ihr so über Sachen reden, das finde ich gut. Jedenfalls finde ich nicht so toll. Aber das ist eine Geschmackssache. Do you know Captain Eliza? What a woman. Nothing gets by her, too old-fashioned and boring. She doesn't laugh often, but at least she's fair. She's your captain, right? Believe me, it could have been worse. Did you get to meet Colonel Victor? Yeah, once, during a medal ceremony. Not exactly an open book, but I doubt anyone questions his die-hard patriotism. Why are you asking? He came to talk to me. I wonder what he has in mind. Is he freaking you out? You one of those people who are afraid of being watched? Don't be. He was most likely just interested in an officer with high prospects. If you're clean, you've got no reason to be worried, right? Sind die wieder ganz so sauber? Ah, die sind beide Colonels, okay. Do you know Colonel Mancer? The one whom your colleagues call Great Master? Sounds a little cultish, huh? I've seen him a couple times. That old man looks nice, but beyond that, I don't know. Ain't easy to figure you out. You Technomancers are always by yourselves. You probably know him better than me. Auf jeden Fall. What do you know about the Vori? That they're a bunch of assholes. They're behind all the shit going on around the city. Extortion, forced prostitution, corruption. The worst stuff out there, I bet you there's a Vori behind it. If I were you, I wouldn't get close to those guys. It's the best way to end up completely corrupt or completely dead. Also Korruption ist auch ASC, würde ich jetzt mal sagen, okay? Also ganz ehrlich. Oder zumindest mit, sage ich mal. Das andere, ja, na gut, Schutzgeld oder so etwas. Verbesserung könnte ich mir bei ASC vorstellen. Was auch so, ja, das jetzt wiederum nicht. You travel a lot. You must know the merchants well, no? Well, actually, not really. I sometimes see a few of them on remote roads. Those guys crisscross the planet, and not only the shadow paths. They use sand sails, which don't give them as much flexibility as a rover. Still pretty smart, though. They don't even seem to mind traveling at night, unlike most corporate folks, because Mars is their landscape. They know it better than most. Ever hear about their secret city? Dunno if that's true. I respect their being free and well-traveled, but I've never had the opportunity to chat with them. And I'm cautious of people who are not loyal to anything. What do you think of Scott? You know him well. Know him well? That's an exaggeration. He doesn't actually say much about himself. Most of the time, he's on his own planet, and before he gets back down to Mars, well, we lose radio communication. He's nice. He regularly checks in to see how I am. He used to bring me gifts when I was young, but he can't help commenting on the chances I take and all. It pisses me off. I like him, but he's not my father, I mean. What do you think of Jeff? He's kind of a simpleton, don't you think? Too much of an ass-kisser. I wonder if he's that straightforward. Anyway, he's just a hick trying to get promoted. Can I ask you about David? Well, still shell-shocked by the front. I've seen hundreds of them. He blames the whole planet. He's probably not such a bad guy, but by blaming everybody, he pisses everybody off. Ja, hast du schon recht. Also ich glaube wirklich, dass der Dave eigentlich jetzt gar nicht mal so ein übler Typ ist. Ich kann mir immer gut vorstellen, dass die Front wirklich scheiße ist.
I bet you know the slums very well, given it's where your shed is. Well, yeah, and so what? You must know the place better than I do. I know that you used to be a rogue before, despite a few old, unfortunate shacks that collapsed. It hasn't really changed. It's a sort of ant farm where derelicts who can't afford to live elsewhere pile on top of each other. And there's a lot of ants. Can you tell me more about the sheds? You're quite curious. That's where we park, repair, and pamper the rovers. They're under close watch because we can't take any chances with the slums all around. The Vori could sneak in and steal stuff. But we couldn't put them elsewhere anyway. We're not gonna cross the city every time we need to get out. Anyhow, if there's something you should do when you get into my sheds, it's this. When you come in, don't touch anything. Don't get close to the rovers, and if you want something, you ask me. Könnt ihr hochgehen? You must have traveled a lot. Could you tell me more about what you discovered? You know, when I'm being sent out to explore, it's for prospecting. I drive around, take samples, map out the area, that kind of thing. I discovered 2 mines last year. We'll put them into service once we connect them with the shadow paths. Wow, it doesn't sound as exciting now that I think about it. But I don't care. Despite all of this, I can go almost anywhere. I see landscapes that others will never see, and sometimes I stumble across amazing places. I'm not doomed to remain under a shell of metal. Das ist natürlich wirklich ein Vorteil. Auf jeden Fall. Well, me and my men need to get to a site on one of Aurora's shadow paths. Heard you'd make that happen. Wish they gave me a heads up a Mancer was coming along. But orders are orders. I can take you whenever you're ready. Oh. It's your first rover trip? Yeah, first time this far from Ophir. Nice! How's it feel? Exciting, I guess. A little terrifying to go this far without having the protection of a shadow path, but life's about the adventure, isn't it? Took the words out of my mouth. That's why I love my job so much. Life's too damn short to play it safe. You guys doing okay? Nervous about the fights we're gonna face? The fights? What fights? I did not leave my home and laboratory to foray into battle, child. Did someone tell me this? Because I don't recall being... We needed a doctor with us, Scott. Yes, I understand that. I do. But fighting is, it's dangerous. People get hurt, and I guess that's why... I mean, of course, I will care for you. But no fighting means no wounds to you. Yeah, I can't lie. Yeah, it scares me. How big's the fight we're looking at? Aurora's troops and Technomancers. We'll have to be tactical about it. Hit them in small groups, since there's not a lot of us. But we stick to that plan, and we should be fine. Sure. Yeah, I'm sure once we get there and we get to doing and not just thinking, I'll be fine. It's the thinking that wreaks havoc on me. This ain't my first rodeo, Lieutenant. Being on a rover's pretty neat and all, but still, no different from past missions. Hit an enemy, get hit back. Find ourselves down deep in Shit Creek and then wait for backup. In other words, it always goes tits up. But when you've been in the bad long enough, you get used to it. Did you just call my baby pretty neat? That's it? Pretty neat? I didn't mean, it's swell. Real swell. Holy shit. I think you guys plucked this fucker from the farm before he was ripe. It's huge. Really just shows how big a scale Aurora thinks on. All right, let's focus on finding the tunnel entrance. Oof. Okay, das ist der Rover. Und der Rover, wie ich das natürlich nenne, ey. Der Rover.
Reißbrille, die Händler. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Gegenangriff. Dieses Tor, Kamalurus. Archäologie in der Wüste. So. Champion, das andere habe ich alles abgeschossen. Alles abgeschossen. Doch, ich wollte auf die Weltkarte. Ja, klar. Ja, der Gruppe sieht man. Das hier nicht. Okay. Das ist ein bisschen strange. Das ist scheinbar. Gut, also. Das Gebiet ist jetzt nicht extrem groß, sage ich mal. Für den Tunnel nach O4. Finde den Eingang zu den kolonialen Routen. Da. Man kann hier hochgehen. Kann man nicht. Deshalb geht das nicht. Das ist ganz interessant. Und immer schon gucken, ob wir was plündern können. Das fährt sich teilweise. Boah. Okay, kann man einfach hochgehen. Okay. Wie geht's denn hier hin? Hier mal hoch. Streitkolben, klar. Stärke Starschild, okay. Können wir David geben. Erstmal bekommt er die. Okay. So will ich den Streitkolben jetzt doch. Ich weiß auch, wenn der besser doch nicht, aber der hat einfach wesentlich mehr Schaden. Andere Sachen. Und auch was das hier angeht, bekommt er jetzt verstärkten Starschild. Hat zwar nicht so viel kritische schon, aber was das konstante Parieren und so weiter angeht, ist auch besser. Ja, ist der sogar Kriegenschild. Kriegt er auch 10. Und wir schauen weiter, was wir machen werden. Sehr gut. Ich dachte jetzt ehrlich, da wäre was drin. Ich dachte jetzt, da ist auf jeden Fall was drin. Nope. Nicht der Fall. Fortunately, this is... Und so weiter. Schlecht. Erst die Füße abliefern wieder. Oder brauche ich ein Level-Up? Wir werden Level-Ups, besser gesagt.
Arbeit holen? Das ist jetzt ein miese Bescheid. Ein bisschen Zettel, aber ein klein wenig Bescheid muss es da. So kann man jetzt nicht das meiste gehen. Das will ich schon gar nicht. Weg von mir! 4! Alt! Ja, dank dem guten Wort, der nicht mal Wort ist, kam ich da nicht weg. Idee. Halt, Moment. Sein? Ich glaube, ich bin sogar ausgewichen, oder nicht? Jetzt reicht's. Danke. Wir haben die ganze Zeit für Momente an einem Feind. Also gut, Heilfänge sind dafür benutzt zu werden, ich weiß, ne? Das ist trotzdem ganz schön krass. Okay, wir haben es ja erstmal geschafft. Das ist ganz schön harter Druck jetzt gerade war. Also, man würde sagen, die Aurora-Truppen, die haben auch was in sich. Nur, dass die ja Zeugs verlieren. Und das Beste scheinbar zurückhalten. Zumindest die Soldaten, gegen die wir ja bisher gekämpft haben. Wir haben schon mal gegen ein paar Soldaten gekämpft. Die ist auch wie die Aurora-Typen. Natürlich kann man sagen, bestimmt ein Levelproof ist, das ist halt nicht so stark.
Ja, natürlich. Gameplay-mäßig gibt es nicht sagen, aber wenn man es jetzt mal von der Storyweise sehen will, kann man das jetzt auch als Grund nennen, weshalb die wirklich gegen Überflusssoldaten so gute Chance haben. Überflusssoldaten Abstieg. Ja, ich glaube, das heißt kein Überfluss. Fraktion von Konzernen, kann man sagen. Ich hab gemacht, okay. Immer schön sehr mitnehmen. Das ist wichtig. Okay, hier sind wir durch, da sind wir durch. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier lang. Hier lang. Okay. Also recht vorgegeben am Pfad haben wir hier. Ein recht vorgegeben. Those structures look colonial. Dome's gotta be close. What are we looking for here, Lieutenant? These are strange structures. I've never seen anything. Are you looking for something in particular? Because I don't remember receiving an order to snoop around. Not sure the captain will like it. Anyway, it's just my opinion. Seine Meinung. Verdammt. Schon wir sie auch. Das ist schlecht, wie sie gemacht hat. Das wiederum jetzt so schade gewesen, weil das so okay, der liegt. Hier jetzt. Der hat noch was. Nichts. Finde ich jetzt noch aus. Das war sehr okay. Das ist hier die Logojacke. Kurz programmieren. Wenn ich dich knacken kann, das bald haben wir keinen Platz mehr. So, ein wenig krass. Okay, hier kann man auch lang. Oh. 8. Kann das denn sein? Gib mir den Loot. Gib mir den Loot. So, freiwillig. Das schon so anmachen. Das will ich eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Oh, wir hier dann am Ende den Bosskampf haben. Hier kletter ich jetzt mal hinauf, wenn ich das kann. Eigentlich deshalb auch, weil... Was wir machen? Hi! Bam. Wow. Okay, und dann kann ich raus. Aber es ist über. Das ist direkt über, aber... War ja so wie nichts meiner. Das ist schon ein besiegt.
reingehen soll jetzt. Was denn? So. Wir wollen ja erstmal. Was wollen wir erstmal? Technomancer Sachen. Also, ja. Ja, so ist. Das ist wichtiger. A Technomancer from Abundance. And I heard you were all nearly extinct. What are you doing here? What do you want? I want to come in, and you're gonna help me. No, I don't think I am. Oh man. Stop! I'll help you! I told you you would. Don't know why you didn't believe me. Here I come. Tür zu öffnen. Natürlich muss ich ausbluten. Weiß ich allerdings nicht. Das sind genug Tiere. So, das ist nicht so. So, jetzt mal. Ach doch, hier waren wir schon, okay. Ich finde es allerdings seltsam, dass der Aurora Technomancer so aussieht. Wo ist das so? Ein Aurora Meisterhandschuh. GG. Schutzunterbrechung ist nicht mehr so hoch, aber. Auf jeden Fall. Der hat Power gegeben, sozusagen. Okay. Power Upgrade. Das hier recyceln wir. Ich find's gut. Wenn wenig Technomancer gut, ey. Wir haben noch kein echtes Technomancer-Zeugs. Ach, die muss man wieder öffnen. Natürlich, da brauchen wir wieder 2 Technomancer für. Natürlich wollen wir die gleiche Cutscene. The dome's in amazing condition, though I doubt Aurora's been taking care of it. I wonder where the relic the merchants talked about is, or even how they found out about it. Ich muss sagen, ich finde das Outfit von denen ist gar nicht mal so extrem schlecht. Und das sind jetzt so keine Leute, die gar nicht mit sich reden lassen. Also das sind schön mit sich reden. Das ist erst für die Sprache der Gewalt gehört haben, aber. Fortunately, this is beyond my skill level. Ach ja, vielleicht hätte ich doch eher auf Dingsbums zu einer Stadt. Okay. Ich kriege immer mehr Zeugs. Das ist schon mal gemeint, okay. Well, it looks like we found the relic. Doesn't look like much, but the style of writing looks familiar, even if I don't have a clue what it means. You able to decipher it? What is it? It even real? We haven't been able to decipher it yet, but yes, no doubt it's real. Not sure if I can tell you anything else about it. I don't know what you're planning to do with it, and I don't want to offend you by talking about sacred matters, but you know some knowledge should only stay among technomancers, right? So be careful, please. I know what I'm doing. What is it? It looks old. We should show this to the captain. It must be important, judging from how well guarded this place is.
It's an ancient object indeed, but I don't think that the captain will be interested in it. Oh, this is one of those ancient objects Technomancers collect. I understand. Ich verstehe schon. Ach ja. Ja, den Großmeisterbericht. Okay. Ich finde es aber genial, dass wir uns so mit ihnen zusammenarbeiten sehen. Kommt der jetzt einfach hier stehen? Hoffe. Wird wirklich einfach da stehen. GG, hä? Und wir müssen uns jetzt noch um was anderes kümmern. Wir haben ständig zwei Gründe, weshalb wir hier sind. Einmal Schaden. Stark, das muss ich jetzt mal sagen. Und wir Dialektwaffe verwenden, das ist nicht schlecht. Zu schlecht. Mann, Streitkolben. Da geht's da, da geht's da. Okay, das kann ich ein bisschen später noch erforschen. Ja, bin ich schon drauf. So, eine Truhe, die ich auch nicht knacken kann. Ja, GG. Fortunately, this is beyond my skill level. Ist mir lang. Hä? Will ich das jetzt verstehen? Wir haben jetzt... Ach, jetzt können wir nicht mehr spielen. Das ist ja okay. There's a ton of different chemicals. They must have been using them to make explosives to help out with the drilling. Guess it would work for me too. One charge should be big enough to close the tunnel down. Just mix it all together, attach it to a single detonator, and bam. Gonna be a beautiful thing. You really believe that they'll have left enough to blow up the tunnels here? Would be very smart of them. They need chemicals to clear out the access to the tunnels. They have the ingredients necessary to collapse them. Fortunately, it seemed that they were doing construction work on this shadow path. I'm sure we'll find what we need. If you say so. I didn't know that Technomancers also played the part of saboteurs in the army. Technomancer's abilities are extraordinary, and their knowledge too. I'm so lucky to be part of your unit. I'm sure I'll learn a lot from being with you. Ah, da sind wir. Okay. Naja, geht ja nicht. Naja, was soll's. Das ist jetzt kein so großes Ding, sag ich mal. Ernsthaft, musste sich da jetzt umdrehen? Verdammt, ja. Da.
stark. Das ist einfach nur GG, diese Fähigkeit. Die ich jetzt sagen würde, dass ich sie schon okay finde, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Merken wir schon mal auf. Auf jeden Fall, dass es dann auf Zeit geht oder so. Gut, hätten wir das hier auch bekommen. The man must have mercy. They will die if he does not help them. The man must have mercy. They will die if he does not help them. Ich kann mir jetzt sagen, das ist schwieriger, aber... Nope. The man must have mercy. They will die if he does not help them. Here's your way out. I don't know where you're gonna go, but you better get going. They will never forget the Hammer Man. Never. They thank him. Hammermenschen. Ich bin ein Hammermensch, Mann. Voll der Hammer. Ja, ich weiß nicht, ob ich so viele Worte Sprüche sagen. Das ist voll der Hammer. Perfect. Got everything I need to shut this access point down for good. All set. Just need to get back to the rover before setting it all off. All set. Just need to get back to the rover before setting it all off. Okay. Jetzt bin ich jetzt gefragt, ob wir noch den Technomancer vielleicht machen. So, aber... Wir gehen den Weg, weil ich glaube, dass der... Klasse ist. Perfekt. Okay, so. Werden wir das neue Gebiet hier auch schon abgeschlossen. Erfahrung mal gleich bekommen. With those tunnels gone, Aurora's got no way into Ophir anymore. Mission accomplished. The intensity of the vibrations is soothing, hypnotic. They make me so tired. Dear old Scott. My machine's caressing you with rumbles. Sweet talking you. Can't go falling asleep on a battlefield, though. Thanks to you, the city won't ever have to face another attack like the last. All those people wounded because of those broken shutters. Just thinking about it, I feel nauseous. It's probably the rover. Gotta get used to the vibrations. Most people fucking puke their ass out their first time. No, I meant the thought of all the... Never mind. I really don't get it. This is war, right? Aurora shows up and blows up part of our city, and how do we retaliate? Send a handful of people like us? I don't get it. You ever do anything but bitch? Successful mission. Tripping a rover.
Well, if I was you, I'd be grinning ear to ear. Why don't you do that? Bitch less, smile more. Sir, I've got, something to ask you. What can I do for you? Well, I don't know if you know, but my dad died when I was young. Actually, he disappeared. He never came back from one of his explorations 15 years ago. I'm sorry. I didn't know. Yeah, I don't want your pity, okay? It's not about that. What I mean is, I've never managed to find out what kind of mission he was on and where he had gone. I know he was close to Scott. He was probably even his best friend. That old crazy man doesn't want to tell me anything. He says he wants to protect me. Look, I'll just cut to the point. I was wondering if you'd maybe look in his dispensary for me. See if you could find any of my father's notes, or letters, or... I don't know, Amelia. Scott's like a father to me. And besides, you know he's almost always there. How would I even do it? I'm not asking you to break in or steal nothing. Just keep him busy. And while you are there, you know, just flip through files. I'm sure he kept letters between him and my dad. He's not one to throw anything away. All right. I'll try to make him leave, but if I don't find anything... Yeah, I won't blame you. But I know that you're going to find something. Phase des Forschungsreisenden. Und wir sind schon beim Labor zurück. Ah. Ja. Achso. Okay. Wie viele Zeichen war eigentlich aufgeschrieben? Nee, nur einer. Okay. Was machen wir hier? Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Hello, Mancer. Hello. Okay, viel mehr hat sie momentan nicht zu sagen. Ich weiß noch, bis jetzt schon einen Haufen neue Nebenaufträge gibt. Scheinbar mal immerhin. Endlich mal nicht. Noch nicht. Gut, dann gehen wir mal gleich zu Scott. Scotty. Ja. Zu deaktivieren. In der Stadt hatten wir das ja bisher nicht so. Hello, Scott. My captain told me that she wanted to see you. Is it related to you? Are you sick? No. Not that I know of. She didn't tell me why. Oh, well, should I take my pouch then? It's an important question. I should still take it though, but it's a little heavy. All right, I'm leaving without it. Alles klar. Was ist der Person für Interesse? Oh. Interessant. Ist nicht da. I think I have a problem with going through your friend's things. I hope whatever you're looking for, it's worth it. I'm trying to find information about the past. It's personal, okay? Forget it. Couldn't understand. The officers, they aren't like us. They're above all that. Der Wort ist wirklich ein wenig. Ich meine, ich kann es wie gesagt verstehen, aber das ist nicht zu mir. Hello, Mancer. Hello. I found some of your father's letters. I knew it. Tell me. Most of the correspondence was friendly. They were very close. However, there was some tension between them over time. Some letters gloss over an expedition that they had done together, but what surprised me the most is when your father talks about a boy who was actually Scott's son. The last letter I found is a bit bizarre. I didn't really understand what he meant. What did he mean? Do you remember? Your dad begged Scott to stop the madness, warning that his wife's divorce was only the beginning of what he would lose if he couldn't face the truth. That it was too late for his son. He seemed to think Scott was on the verge of self-destruction. It's true that it's rather mysterious.
Scott, a son. Did you know? No, he never told me about him. He obviously lost him. No doubt it's still a touchy subject. We have to find out what this is all about. You have to ask his wife. Did my father really mean to interfere in his family drama? Maybe that's why he disappeared? Please, Zachariah! GG. Wer ist eigentlich Unternehmen für Schluss machen? Ist noch nicht abgeschlossen. Also, erstmal will ich weitermachen in dem Quest. Ich finde, dass es gar nicht mal so schlecht ist. Das ist immer irgendwie diese Atmosphäre. Sag mal. Das ist kurz Export. I'm sorry to... You Angela Seeker, Scott's wife? Ex-wife? What did the drunk do this time? Nothing bad. He's a friend. A friend? Right. Just looking for some information on one of his friends, Mark, and your son. Get out! Get out! What right do you have coming around digging up the past? I'm not here to make you relive your pain, and I'm sorry if that's what it looks like, but I'm here for Mark's daughter. She sent me to try to figure out what happened to her father. I'm sorry that young woman's suffering the pain of loss, too. But I can't drown in mine anymore. I won't. Won't talk about it again. Listen, I think Mark's disappearance was tied to Scott's research, and your son. And I know you were a researcher too, so I'm hoping you'll be able to help me understand the research better. Maybe even find your old friend. The drive to dissect even the smallest details, to try to understand how and why. That thirst once drove me too, but I let it go. There was no well deep enough to satisfy that thirst. I was never as involved as Scott. In truth, I began to give up my work once we had our son. The focus of my research had been the study of animal mutations with the goal of vaccine production. And always wondered if... Because of that, I had been the conduit that carried the infection to my son. Scott was more interested in genetics and its medical applications. The second our son showed signs, though, I completely stopped my research. If I hadn't told Scott, he would never even have noticed. And his answer was to swear he could find a cure. He really believed that with his work in genetics and mine in vaccination, that we could save our son. But I was too devastated to help him. All I wanted to do was spend every second with our son before he was taken away from us. Which, of course, happened. And Scott and Mark took off on a wild goose chase that he was sure would end in a cure. I didn't get it. There wasn't anything he needed that he didn't have access to in his lab. And while he was off, I was alone, and waited, and eventually got tired of it. So I asked for a divorce. And then they finally came back, with nothing to show for it. But soon Mark took off again to find what I guess were raw materials for research that Scott swore he couldn't find here. And that was the last I saw of him. That's all I know. I never found out what their research was on, and honestly, I just want to forget it all. Please now, can you leave me be? Okay. Hell, I can feel for what the old man's been through. I've known some folks myself who went through the same thing. Terrible thing. Breaks couples up, and stress of never being able to have kids again. Why never again? Because they sterilize families who've had a mutant to make sure they don't have no more. It's sad, but it's the only way to protect our own kind. At least now I understand why the professor's so, weird. What? Ernsthaft? Nur das einmal vielleicht passiert? Das ist jetzt ein bisschen weird. Das auch jemand anderen will, unterstütze ich komplett. Mit. Zumindest, je nachdem. Hello, Mancer. Hello.
I talked to Scott's ex-wife. So, what did she say? It's an awful story. Her son. Anyway, their son was struck by mutation. They took him away from them, of course, but it made Scott go crazy, and he was convinced that he could find a remedy. He asked for your father's help, so they left together, and were gone for a long time. Their exploration apparently didn't lead to anything concrete for the boy, and Scott descended into madness. And then one day, Mark left. His ex thinks that it was to bring back something useful for his research, and he never came back. Shit. So my father's disappearance is related to that poor kid? It's really awful what they must have gone through. That explains a lot about why he's so crazy, and also why he behaves as if we were his kids. Thank you, Zach. That doesn't answer all my questions, far from it, but I have a better grasp of what happened. My father disappeared by helping his best friend, who was going through a rough patch and wanted to heal his child. It's a sad but beautiful story, isn't it? I'm gonna think about all this. Thank you again. Kompliment noch. You're not like other girls, are you? Is that supposed to be a compliment? Or are you being a wise ass? Eigentliche Temperament. Because you've got a hell of a temper. And what? You'd rather have a nice little girl who knows her place? Does what you tell her? I'm pretty sure I didn't say that. I didn't say you did. Otherwise you'd have your ass handed to you. I don't let myself get pushed around. It's not a bad thing. Okay. Ist er noch weg? Nee, Scott ist so da. Ruckelige. Aber gut. Ich würde sagen, ich mache erstmal Schluss mit dem Stream, weil das sind jetzt mindestens schon 3 Stunden, die ich hier dran gesessen habe. Und ja. Ich sag, wir machen dann beim nächsten Stream, oder wir sehen uns dann beim nächsten Stream, beziehungsweise Stream-Video auf, weil ich das auf YouTube hochladen werde, von Twitch aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man hat jetzt ein bisschen mehr Story und so weiter bekommen. Hintergrundinformationen, war einige Charaktere und so weiter. Mir hat's gefallen. Nur das eine, wo ich jetzt dachte, dass das Fakt wäre, dass ich jetzt nicht die Nebenquest machen kann, oder diese eine sekundäre Aufgabe. Hab mich leicht getiltet, hab mir ja komisch gemerkt. Aber hat sich ja dann zum Glück herausgestellt, dass man einfach, wenn man mal so ein bisschen geschlafen hat, bis nachts, da ging das, seltsamerweise, so gemacht. Und ja, war dann einfach einwandfrei abzuschließen. Und ja, bis zum nächsten Mal bei der Technomancer.